Geht los, ne? Geht los, ja. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen zu Hamburg Hafen Live. Wie ihr seht, ja, wir machen heute einen Podcast. Also so wirklich dolle ist das hier mit der Sicht nicht in Papenburg. Gestern Abend hat sich das schon so ein bisschen angekündigt bei der Fahrt hierher. Und ja, heute Morgen beim Aufstehen war es dann noch schlimmer. Ach, guck mal, Basti ist auch hier. Moin, hi. Moin, Basti und Marvin. Also ja, ist wieder ein kleines Happening hier. Basti, so viel Nebel hattest du auch noch nicht, oder? Heute Hörbuch, würde ich sagen. Hörbuch, Podcast. Also, finde das Schiff. genau. Also wir machen ein Suchbild, sucht das Schiff. Was ihr hier auf dem großen Bild seht, das ist da hinten so ein Tor. Die Asuka 3, die liegt ja in dem kleineren Baudock. Und die muss da hinten raus. Da, wo es jetzt nebelig ist, da sollte sie dann irgendwann erscheinen. Und hier, ja, die wird dann ja verlegt an den Ausrüstungskai, muss also durch dieses Tor, was man so schemenhaft auf dem großen Bild erkennt. Ja, wie viel wir dann sehen werden, werden wir sehen. Weißes Schiff auf weißem Grund. Genau, weißer Adler auf weißem Grund. Aber hey, es regnet nicht. Also Das ist gut. Und so kalt ist es auch nicht, finde ich. es ist nicht windig, also es ist jetzt nicht so unangenehm irgendwie. Es ist total windstill dazu, also irgendwie ist es eine ganz coole Stimmung. Ne? Ist eigentlich ziemlich warm. Und ja, ich würde sagen, Schwarz-Weiß-Fotos heute, oder? Läuft. Ja, Stream können wir auch wieder auf Schwarz-Weiß stellen. Wir nur hoffen, dass die Ausdruckung sich nicht verzögert. Ja, geht gleich los. Also Edgar Wallace wäre auf jeden Fall neidisch heute. Oh ja. Ja, der Frosch mit der Maske. Asuka 3. Der Frosch mit der Maske. Asuka ist auch ein schöner Name für einen Frosch, finde ich. Also wenn ich einen Frosch hätte, würde ich ihn Asuka nennen. Ja. Okay. Ja, okay, man kommt wirklich auf komische Ideen und es ist vielleicht auch ein bisschen Galgenhumor, keine Ahnung. Aber ich kann euch ja mal die andere Richtung zeigen. Wenn wir nach rechts schauen, da sehen wir das ist die Dockschleuse, ne? Genau. Das ist die Dockschleuse. Das ist doch die Dockschleuse. Genau, das ist die Dockschleuse. Das ist da, wo auch die Schiffe durch müssen, wenn sie dann über die Ems überführt werden. Und ja, und wenn wir ein bisschen weiter nach links schwenken, was ihr da seht, das ist die Werft, ne? Ja. So oder so ähnlich. So oder so ähnlich. Und ja, ich würde sagen, wir harren mal der Dinge und gucken mal, was da so kommt. Nilsi schreibt, Asuka Ludolf hört sich geil an. Ja, wenn ein Frosch Asuka Ludolf heißt, ich finde, der würde auch eine eigene Fernsehshow bekommen, oder? Oh ja. Oh, das erinnert mich wieder an den Crazy Frog. Kennt ihr den noch? Ja. Mit den Klingeltönen? Ja, genau. Das war doch mal einer Anfangszeit der Handys, war es doch mal ganz modern, Klingeltöne zu verhökern. Da gab es diesen Crazy Frog. Ja, wir schwelgen schon wieder in Erinnerungen. Also, Man kann schon jetzt weiter gucken als vorhin. ja, es schwankt so ein bisschen. Also man sieht auch irgendwie ein paar gelbe Jacken da hinten auf dem Tor. Ja, die wollen jetzt das Schleusentor öffnen. Ist das denn eigentlich auch noch mal eine Schleuse da? Die wird Das ist quasi nur eine Abtrennung. Okay. Abtrennung zwischen Werftbecken und Rest vom Hafen, weil die ja immer unterschiedliche Wasserstände haben. Ah, okay, alles klar. Wird hochgefahren. Weil die Dockschleuse ist ja im Endeffekt auch keine eigentliche Schleuse. Das ist nur so ein Mittelstück. Ja, Abtrennung quasi. Stimmt, ist ja keine Kammer in dem Sinne, ne? Das ist Der nur das Wasserstand außen und innen wird Ja. ja angeglichen und Ja, dann ja. geht es. So, wir wechseln nochmal, oder? Ihr lauft noch, Gucken, ob wir ihr einen guckt, besseren ob Standort ihr noch einen besseren Standort Ja, findet. schwierig. Das ist wie Wenn ein wir ein Ja. Schiff finden, sagen wir dir Bescheid. Ja, Posten wir dann. also, ja, ich hatte erst überlegt, ob ich gucke, noch etwas näher ranzukommen. Also ich war auch quasi da hinten, da in der Nähe, wo der gelbe Kran jetzt ist. Aber so wahnsinnig viel besser wird das auch nicht mit der Sicht. Nein. Und das Problem ist, dass man
Ja, dann hat man einen sehr eingeschränkten Blickwinkel. Also hier habe ich, wenn das Schiff denn dann kommen sollte, doch eine ganze Menge Letztendlich wird es besser. von dem Bild. Ne? Das dreht ja gleich. Ja. Hefi 1980, herzlich willkommen. Nein, nicht herzlich willkommen. Schon im 6. Monat mit einem Prime-Sub dabei. Danke dir vielmals. Ja, also Fog, John Carpenter. Stimmt, der Nebel ist allerbeste Qualität. Also es ist auch so ein schöner, gleichmäßiger Nebel. Also es ist ja wirklich, Nebel ist ja auch in Qualitätsstufen eingeteilt. Also da gibt es ja die weltberühmte Nebelskala des Herrn Fogginsons. Die geht von Nebelstufe 1 bis 17. Wer kennt sie? Das wäre die beste. Das ist jetzt schon, also eine 15 ist das schon. Gleichmäßiger Nebel. Aber ist ja schon mal schön, dass es nicht so friert. Der Nebel dann auch dementsprechend absetzen, dass das hier und da auch noch gleichmäßig glatt werden. Aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Gerade hier. Ja. Ich kann euch nicht mal ein paar Enten bieten. Gar nichts. Gar nichts. Also hier ist nichts, hier ist keine Tierwelt unterwegs. Kein Wohnmobil in Sicht. Ja, wenn denn. Ein paar Menschen laufen hier rum. Die meisten sind ja weiß, die erkennt man jetzt ja auch nicht. Nee, wirklich. Das ist gar nichts. Tja, weiß nicht mal, was ich euch jetzt erzählen soll. Also Asuka 3 hat so eine Länge von rund 230 Meter, glaube ich. Passagierzahl 700, etwas über 700. Ich glaube eine Breite von rund 30 Metern. Nicht so ein riesengroßes Schiff, aber doch schon ordentlich. Soll ein sehr schönes Schiff sein für den japanischen Markt. Wir haben wohl auch einige Anpassungen gemacht, gerade oben auf dem Deck. In erster Linie gerade für die Japaner. Also ich bin wirklich mal gespannt. Das Schiff soll sehr schön sein, wenn wir es denn dann sehen. Es ist dazu auch noch weiß, was natürlich auch nicht gerade hilfreich ist bei den Sichtverhältnissen. Ja. Elfi ist guter Dinge und meint, der Nebel klart nachher noch auf. Ich denke auch. Also wenn der Stream durch ist und ich nach Hause fahre, dann wird der Nebel bestimmt aufklaren. Das ist einfach Murphy's Law. Das gehört dazu. Also man hört auf jeden Fall die ganze Zeit immer wieder Geräusche und also es tut sich was da hinten, auch hier auf diesem Schleusentor ist die ganze Zeit Bewegung drin. Jetzt gerade wird die Sicht wieder ein bisschen schlechter. Aber was ist mit dem Wetter los? Ich glaube, das ist momentan ganz Europa. Also wir hatten ja in Hamburg auch die letzten 2-3 Tage wieder heftigen Nebel. Ich habe auch noch 1, 2 andere Livestreams gesehen aus völlig anderen Gegenden in Europa. Da war auch teilweise überall heftiger Nebel. Also, und das geht ja jetzt schon eine ganze Zeit so. Wir hatten zwischendurch natürlich mal ein paar schöne Tage, aber also vor Weihnachten hatten wir doch auch schon die ganze Zeit immer Nebel. Was ist da los? T-Kerber fragt, was wird im großen Dock gerade gebaut? Im großen Dock, da ist zum einen das nächste Disney-Schiff und zum anderen ein Forschungsschiff wird da gerade gebaut, die Meteor. Die Meteor müsste dann auch das nächste Schiff sein, das ausgedockt wird nach der Asuka. Aber einen Zeitraum dafür habe ich noch nicht. Also Meteor dann
Ein Forschungsschiff. Ja, das ist schön, dass einige von euch schreiben, dass sie strahlenden Sonnenschein haben. Wir haben auch strahlenden Sonnenschein. Über dem Nebel. Über dem Nebel. Nilsi ist wieder ganz optimistisch und schreibt, der Nebel soll erst gegen Nachmittag verschwinden. Danke, Nilsi. Eine Frage. Ja, Komm mit dem Teleopter durch den Nebel durch? nein, Nee, ne? nein. Ich mache gerade übrigens einen Livestream. Achso, Ich sag das nur. Ist alles, wird alles live übertragen, was Sie. Das hat jetzt jeder gehört zu Hause. Bestimmt. Genau. macht nichts. International. Hätten wir es im Warmen angucken können. Das könnten Sie sich auch zu Hause im Warmen anschauen, ja. Nee, aber ich meine das auch so. Jo, und an dem Bild, da weiß man jetzt auch endlich mal, wofür diese leuchtenden Jacken da sind. (10 Uhr) sollte es losgehen. Und ja, ob die jetzt pünktlich starten, kann ich euch nicht sagen. Ich gehe aber schon davon aus. Andi, der Sattelschlepper, schickt 5 Schweizer Franken. Er sagt, ich soll meine Gute anrufen, die wollen mitsabbeln. Ja, das mit dem Anrufen funktioniert leider nur von Deck 7, nicht wenn ich mobil unterwegs bin. Also mobil kann ich momentan noch niemanden per Telefon dazuschalten. Danke, Andi. Dafür hat man es ja, ne? Aber es füllt sich doch. Doch so ein paar Schaulustige. Ja, ihr habt das ja mitbekommen, die Meyer-Werft in der Vergangenheit etwas unruhiges Fahrwasser. Mittlerweile zum Teil in staatlicher Hand, aber immerhin gerettet. Plan sieht natürlich vor, dass die staatliche Beteiligung nur temporär ist. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist natürlich schön, dass das hier weitergeht, gerade für die Region, für die Leute, die hier arbeiten. Und das ja, Schizophrene an der Geschichte ist ja, dass die Meyer-Werft trotz sehr guter Auftragslage in Schieflage geraten ist, was einfach daran liegt, an dieser komischen Zahlungsabwicklung, dass also irgendwie 80% des Geldes immer erst fließt, wenn das Schiff ausgeliefert wird. Aber hoffen wir mal, dass das jetzt Vergangenheit ist und die hier ganz in Ruhe weiter Schiffchen bauen können. Katrin fragt, ob der Schornstein trotz Nebel montiert wird. Katrin, das kann ich dir alles leider nicht sagen. Da fehlt mir das Insiderwissen. Achtung, Ohren zuhalten. LVW-Bringer im 5. Monat mit einem Sub dabei und schreibt Moin. Danke dir vielmals, Dankeschön. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal ein Nebelhorn spielen, oder?
Sicht scheint auch wieder schlechter zu werden. Oder kommt mir das nur so vor? Ja, also definitiv schlechter. Man konnte schon mal mehr erkennen da hinten. Ich weiß nicht mal, ob das Bild scharf ist. Leute, Leute, Leute. Naja, dafür fährt der Hype Train ab. DJ Dix ist mit einem Prime Sub dabei. Danke dir vielmals. Also man hört die ganze Zeit auch hier irgendwelche Motorengeräusche. Auf jeden Fall tut sich da hinten irgendetwas. Ja, René schreibt, trotzdem hat der Nebel was für sich. Ja, René, ich gebe dir absolut recht. Das ist natürlich für die Stimmung ist das ganz cool. Ich glaube, auch wenn das Schiff nachher hier durch das Tor fährt, könnte das auch sehr cool aussehen, gerade halt auch für Fotos. Es ist halt so ein bisschen schade, weil man jetzt natürlich nur sehr eingeschränkt von der Zeit her was hat. Ne? Ansonsten, wenn eine freie Sicht wäre, könnte man natürlich viel eher das Schiff sehen, wie es aus der Halle rausgeholt wird und dann hier in Richtung von dem Tor dreht. Ich mache einen Livestream hier gerade. Ich warne nur lieber vor, bevor Sie... Alles gut. Wenn die Sichtbahn ausfährt, war schon mal jemand hier, aber wenn Sie da so stehen, ist das hier der richtige Platz? Hier sieht man alles. Schwarzbart-Jürgen, ganz lieben Dank für 5 Subs, die auf Twitch rausgehen. Und die Bande in Wasserburg ist auch schon wach. Danny und Anja, 2 Euro Superchat. Dankeschön. Ja, Nebel in so Haus. Ja. Ja. Schwarzwald-Jürgen schreibt, ich brauche mehr Abonnenten, die sich den Nebel mit uns ansehen. Wahrscheinlich kommen hier eine ganze Menge Leute rein, klicken einmal, gucken, sehen nichts und sind wieder weg. Könnte sein, dass die Verweildauer im Stream heute nicht ganz so lange ist. Nick Boches lässt auch ein Sub da. Ganz lieben Dank. Und der Raylander verlängert auch seinen Sub auf Twitch. Dankeschön. Kaltes Pilz fragt, wo wir stehen. Ja, also in Papenburg stehe ich. Muss mal gerade schauen, ob ich nicht mal hier zumindest euch das mal auf der Karte zeigen kann. Jetzt muss ich erstmal Papenburg finden. Da haben wir doch Papenburg. Habe gerade leichte Orientierungsprobleme auf meiner Karte. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren mit der Karte. Also hier sehen wir die Werft von Papenburg, die Meierwerft. Hier oben habt ihr das große Becken. Also es sind jetzt hier kaum Schiffe drauf. Also die Asuka natürlich auch nicht. Hier oben ist das große Becken und hier ist die Dockschleuse. Das heißt, hier, wo mein Mauszeiger ist, ungefähr hier so, da stehe ich. Und ja, hier sehen wir auch schon Schlepper.
Der Gruno 4 ist hier, Gruno 5, Gruno 2 und hier seht ihr auch das kleinere Baudock und das hier ist das Tor, wo das Schiff dann durch muss. Und das Schiff, das wird dann hier rumgefahren und kommt dann nachher hier an den sogenannten Ausrüstungspier, wo dann halt die letzten Arbeiten vorgenommen werden. Heiko ist seit 4 Monaten dabei und schreibt auch trotz Nebel immer wieder schön bei euch. Dankeschön. Ja, ich kann da ja auch nichts für den Nebel. Habe ich mir natürlich auch nie ausgesucht, aber so ist das halt. Live ist live und wir machen es trotzdem. Dankeschön, Heiko. Heute Abend war auch der Erstanlauf der Gdansk Express geplant. Ein Neubau von Hapag-Lloyd, das wäre der letzte Erstanlauf gewesen von den 400-Meter-Schiffen von Hapag-Lloyd von der Hamburg Express-Klasse. Sollte heute Abend um 20 Uhr sein, hat sich auch verschoben, ist jetzt morgen früh, kommt irgendwie zwischen 7 und 8 Uhr. Ein Geburtstagskind haben wir, der Korbacher. Haut 2 Euro Superchat raus und schreibt ein Geburtstagshorn für meinen Schatz Kati. Ja, das würde ich sagen, machen wir doch. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Kati und auch an alle anderen, die heute vielleicht Geburtstag haben. Happy Birthday! Gestern schon mal hier. Gestern gekommen. Und da dachte ich schon, jetzt heute Morgen. Ich mache einen Livestream hier. Also. Hamburg Hafen Live nennt sich das. Das heißt, alles, was Sie erzählen, ist jetzt auch live on air. Ah ja, prima. Prima, die meisten laufen weg in dem Moment, wenn man das sagt. Oh, prima, da kann ich ja noch eine Geschichte erzählen. Fernsehen. Das wird ja auch übertragen im Fernsehen. Ja, Fernsehen auf YouTube Aber und auf Die Twitch. Kamera ist weggedreht, ne? Bitte? Ja, aber den Ton hört man. Den Ton. Aber da man im Moment eh nicht viel sehen kann. Nee, also ich gefühlsmäßig vor 12, 1, 2 oder so. Ich glaube, der Wetterbericht sagt ja auch, ne? Aber was, Zumindest ab 14 Uhr, ne? aber was willst du machen? Die Zuschauer. Ich komme aus Bielefeld, dachte, komm, schaust dir das mal an. Das Aus Bielefeld? Ja. Ich bin auch Bielefelder. Ja? Ja, echt? Ja, wo wohnst du denn? Also ich wohne mittlerweile in Hamburg, aber Ach so. aufgewachsen bin ich in Hepen. Ah, in Hepen. Ja, Ah, ja. da über 30 Jahre. Aha, nee, ich wohne in Ummeln und habe mein Geschäft mal in meiner Innenstadt gehabt mal. Ah, okay. Büttner Fusion, sagt dir das was, wenn du in Bielefeld gelebt hast? Radio Bielefeld ist ja auch in der Nähe. Ja, ja. NW? Ja, In also deiner Radio Nähe? Bielefeld in deiner Nähe. Büttner, Büttner Fusion, Frisuren. Bist du Friseur? ja, gewesen. Büttner. Weiß ich jetzt Das gar ist nicht. Eilers Nähmaschinenladen. Ja, den kenne ich, den Da ist Laden. ein Eilers Nähmaschinenladen, da kommen wir. Davor Ja, war okay. Metcheck Ja, und dahinter war nachher, ja, okay. also da, von hinten vom Dreieck aus, Ja. dahin, das war der Hof. Ja. Da hab ich gearbeitet. Ja, Friseure habe ich nicht so viel ausprobiert wie Restaurants. Ja, das glaube ich. Ne? Du auch nicht. Also
probiert man ja nicht aus. Da geht man ja hin, um sich noch schönern zu lassen. Und Im Idealfall geht man ja immer zum Gleichen, damit oder? eine Branche auch gut geht. Ne? Ja, genau, Holger. Treffen sich zwei Bielefelder in Papenburg, ganz genau. LML Lefmanu, ganz lieben Dank. 500 Bits. Ja, Andreas schreibt 740 Passagiere. Das Schiff könnte man auch als Hafenfähre einsetzen. Das soll nicht so groß sein, ja? Bitte? Soll nicht so groß sein. Ja, das Problem ist natürlich, dass wir mittlerweile auch alle in so einer Superlative leben. Die Schiffe werden immer größer, also alles, was nicht mindestens 3.000, 4.000 Passagiere hat, das findet keinerlei Beachtung. Aber warum nicht auch kleinere Schiffe bauen? Also auch bei den Containerschiffen geht ja durchaus der Trend dahin, nicht die Schiffe unbedingt größer zu machen, sondern also es werden ja jetzt mittlerweile auch kleinere Schiffe von den Reedereien wieder Drauf an, was man macht. Ne? bestellt und gebaut. Also ich habe jetzt am Muttertag das erste Mal mache ich eine Schiffstour mit meiner Frau ist 70 geworden, meine Tochter und ich haben ihr eine 5 Tage Schiffstour nach hier Norwegen. Ich frage nicht, wie die Orte heißen. 3 stellen sie das wohl halt. Ja. Und für 5 Tage. Und da werde ich wohl mitfahren, weil die dritte Person, die bezahlt 200 € mehr. Das mit der AIDA, ich weiß nicht, welche AIDA das ist. Und dann im August, da wollen wir nochmal Norwegen hoch bis zum Nordkap dann. Ne? Ja, das ist eine schön. Größere Schiffstour, Schön. Ne? Was ich steht, AIDA Luna, glaube ich, ist das. Muss wohl schon größer sein. Oh, ist das schweineteuer, ne? Kann man ja viel Geld für ausgeben, ne? Ich kann das gar nicht sagen. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, aber was ich so gehört habe, ist AIDA jetzt nicht unbedingt der teuerste Anbieter. Aber nach oben ist die Skala, glaube ich, offen. Gerade wenn man dann auch mit kleineren Schiffen fährt, so diese Hanseatic, Spirit und so weiter, dann kann man, glaube ich, richtig Geld lassen. Ja, wenn du willst, wir bezahlen, glaube ich, 6,5. Pro Person? Bitte, zusammen? Ach, zusammen 6,5. 6,5, pass auf. Für 3 Personen aber. 6,5. Dann haben wir eine Außenkabine genommen. Ja. Sind nochmal 800 € pro Nase mehr. Ja. Da bezahlst du 648 €, glaube ich. Ja, aber dafür hast du auch ein, dafür hast du auch ein Fenster. Reiserücktrittsversicherung nochmal. Haben Sie eine Außenkabine oder Bitte, beziehungsweise Balkon? Außenbalkon, Balkon? ja klar, aber hinten ist das Ach so. dann. Ja, weil in der Mitte soll das so sein, hat mir meine Tochter erklärt, soll das so sein, ist das so ein, Ja, wenn das nie, so ein Schatten, kann sein, dass im Schatten ein bisschen das nie Sonne. Ne? genau. Oder wenn du in der Nische. Auf jeden Fall so, was wir jetzt haben, gefühlsmäßig sind wir bei 9. Und dann kommt noch mal dazu, wenn du jetzt Landtouren machen willst. Das müssen wir jetzt nächste Woche irgendwann mal machen, dass man mal guckt, dass man vielleicht noch irgendwie einen Bus oder wenn sich ein Taxi nehmen muss oder irgendwie Privatleute oder ja. Ja, dann viel Spaß. Reisetablett mitnehmen, nicht vergessen. Da sind auch schon mal Teller geflogen, auch bei der AIDA. Ja gut, wir hatten eigentlich gedacht mit der MSC, glaube ich, ne? Die sollten auch gut sein, aber Ja, da weiß nicht, ob die bin ich mehr- schon mitgefahren. ob die jetzt wirklich die AIDA 14 Monate, der Sepang René. keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, und der sagt, in Halberstadt kommt langsam die Sonne zum Vorschein. Die Klasse oben ist mein Schiff. Mein Schiff ist das Beste. Mein Chef soll gut sein, ne? Ja, MSC sind wir auch schon mitgefahren. also ich weiß nicht, ob ihr Da war überhaupt was in so erkennen einer könnt auf Nische dem drin, Bild. Das war nicht gut. Da hatten wir auch eine Balkonkabine, aber da muss man aufpassen. Ist halt so ein Wechsel mit dem Nebel, mal mehr, mal weniger. Ein Block. Mal da irgendwo in der Mitte. Ja, ne? also- Weil es ist, ja, bei einigen ist das. Bei der Disney ist das zum Beispiel nicht. Da sind die Kabinen von der Weite zum Meer hin alle gleich. Und die MSC, die hat das auch, dass sie so Nischen drin hat. Und wenn dann einer eine teure Außenkabine da oder eine Balkonkabine, ja, Ja, meine Frau ist 70, ne? Dann sagst du, ja komm, machst du mal so, ne? Dann ist egal. Nicht? Aber mal 14 Tage, da überlegen wir, ne? Wir fliegen jetzt im März fliegen nach Ägypten, bezahlen wir glaube ich 3,5 für 14 Tage, ne? All in und alles gut, ne? schon teuer geworden. Ne? Ja gut, wir wollten jetzt in die Sonne, ne? Aber ansonsten reist du mit dem Wohnmobil, ne? Das ist ja... Ja, Holger schreibt, alles über 25 ist mir zu groß, zu viele Menschen. Ja, ich war bisher auch nur auf Schiffen unterwegs, die maximal 25 Personen an Bord hatten. Das ist eigentlich immer ganz angenehm, vor allem wenn man dann so 50 Quadratmeter hat und man einfach auch mal 300 Meter gehen kann, ohne einen Menschen zu treffen. Du kommst so?
wenn man den Kapitän dann persönlich bitten muss, den Pool mit Wasser zu füllen. Habe ich zwischendurch immer noch aufhören, wenn das jetzt einen halben Tag. Ich will jetzt auch einen Wohnmobil hier, also auch reingehen gerade. Ja, im Moment tut sich das absolut nicht viel. Oh, und anscheinend haben wir da auch einen Zuschauer aus Japan. Zumindest sind das Schriftzeichen, die ich eventuell japanisch oder Japan zuordnen würde. Ich habe keine Ahnung, was da steht im Chat. Da hinten, wo die Scheibe war, dann oben. Aber die Asuka ist ja für den japanischen Markt, von daher. Ja, ja, aber ich sag mal, Ich muss mal gucken, dass ich so ein bisschen hier weggehe. Das oder da. doch sehr viel Gequatsche hier. Ich bin gestern nur einmal hier kurz gewesen. Da ist ja das rote Tor. Wenn du gestern da warst, dann bist du ja da Zuläufer. Nee, ich war nur gestern hier. Hier gestern. Ich bin da gar nicht hingekommen. Aber ihr habt das Wohnmobil noch da, ne? Hier vorne, ja. Ja, dann ist das Haupttor, ist ja, das große ist ja da. Ja, da, wo das Besucherzentrum ist, ne? Da bin ich genau. gekommen. Genau. Ja, ja, aber ich bin gestern gefahren. Ich dachte irgendwo, aber das fährt, ich hatte erst geglaubt, das fährt halt die Ems, wenn das rauskommt. Und dachte einer, nee, das ist. Ja, das guckt, da ist ein Schlepper jetzt, da tut sich was. Der erste Schlepper. Ja, ja, da im Hintergrund irgendwo, da passiert was. Also, wenn ihr genau hinguckt, Und du kannst auch von der anderen Seite oh, da fährt ein Schlepper, tatsächlich. das erste Tor rein, der erste Hauptparkplatz. Da kann man auch stehen. Aber ich weiß nicht, ob die das jetzt abgezäunt haben. Wir hatten Kollege erzählt, dass da jetzt ein Zaun vor ist. Du hast vor 2 Jahren hast du die Möglichkeit gehabt, von der anderen Seite direkt beim Könnt ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Einfach nur so ein, weil das die ganze Zeit, das überspricht sich. Also ist nicht böse gemeint, aber man kriegt es ja immer selber nicht so mit, ne? Ja, das war's auch schon mit dem Schlepper, oder? Sehen wir ihn da im Hintergrund noch? Ist das noch der Mast vom Schlepper? Vielleicht müssen wir doch auf Schwarz-Weiß gehen. Macht auch keinen großen Unterschied, obwohl in Schwarz-Weiß ist der Kontrast höher. Kann man tatsächlich mehr erkennen. Macht auch keinen Unterschied, ob wir heute in Schwarz-Weiß oder in Farbe senden. Naja, wir bleiben mal bei Farbe. Bisschen Wurst, bisschen Käse, was zu trinken, Lieblingsjacke, Wasser. Oh, Kreativ Andi hat mal übersetzt und schreibt, die Übersetzung müsste sowas sein wie und etwas Nebel am frühen Morgen, der einem sonnigen Himmel Platz macht. Sehr kreativ. Ja, jetzt fangt ihr an, hier Japanisch im Chat zu schreiben. Ja, viel Spaß. Super. Ihr mit euren Übersetzungstools. Übersetzungstool gilt nicht. Nur wer wirklich Japanisch kann, darf auch Japanisch schreiben. Feuerwerk? Ich glaube nicht, dass sie... Hat gestern einer gesagt, ja, Die wollen Feuerwerk machen. die Japse, so sagt er. Ja, ich habe gar nicht verstanden, dass er sagt, die Japse, ne? Und wir würden das wohl in der Schiff wohl entgegennehmen, richtig da feiern. Das ist ja kein böses Schiff. Hier ist ja auch vorne viel. Zumindest laufen da einige Vorbereitungen, damit das Tor dann gleich geöffnet werden kann. Oh. Und wenn ich mal darüber schwenke, Leute, guckt mal, man sieht das andere Ufer. Wahnsinn! Es wird ein bisschen mehr klarer, ne? Wahnsinn! Ja. Guckt mal, was ich alles sehe da auf der anderen Seite.
worüber man sich freuen kann. Da steht so ein Turm. Wahnsinn. Oh, guck mal, was ich euch alles zeigen kann. Hier, da ein Laternenmast. War eben alles nicht da. Drückt mal die Daumen, dass das ein Trend ist. Oh, AB schickt auch die Übersetzung für Hamburg Hafen Live. Das ist cool. Das wäre natürlich wirklich schön, wenn man zumindest so ein bisschen was erkennt. Gleich. Man wird ja genügsam mit der Zeit. So, da hinten ist auch noch ein Schlepper zugange. Hallo. Moin. Ich setze mich selbst nicht mehr unter Druck. Richtig scharf, aber ab und zu mal ein bisschen länger. 9 oder 10. Aber das Abgefahrene ist ja, wenn wir jetzt schon mal bei Sprachen und Übersetzern sind, also es ist ja unfassbar, was heutzutage geht. Also so Tools wie DeepL, die benutze ich ja mittlerweile regelmäßig, aber was halt auch so KI-gestützt mittlerweile geht, gibt so Cloud-Dienste, da kannst du halt zum Beispiel deine Tonspur hochladen oder dein Video und dann wird das komplett synchronisiert. Dann kannst du das auf Japanisch synchronisieren lassen. Es wird deine Stimme dabei simuliert und es ist auch noch weitestgehend lippensynchron. Also das ist unfassbar, was da mittlerweile geht. Ist noch relativ teuer, also das lassen die sich dann irgendwie per Minute bezahlen. Aber ich habe da mal so ein paar Demos gesehen und das ist wirklich total abgefahren. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Also könnte mir vorstellen, dass in ein paar Jahren auch irgendwann simultan Übersetzung von Livestreams in alle beliebigen Sprachen möglich wird. Das ist wahrscheinlich alles nur eine Frage der Rechenkapazitäten. Irony schreibt, ich arbeite seit über 25 Jahren in Hepen. Ja, liebe Grüße in meine alte Heimat. Scheta jetzt sagt, bei YouTube kann man das einstellen mit der Übersetzung. Das geht, glaube ich, noch nicht überall. Und es geht, glaube ich, nicht für Livestreams. Und YouTube ist noch sehr holprig, was die Simultanübersetzung, also die Audioübersetzung angeht. Das funktioniert noch nicht ganz so gut. Aber immerhin kostet es bei YouTube nichts. Ist das der Schornstein? Da ist so ein kleiner Schnapper. Ja, und links da? Schätheit, und ich glaube auch, dass das noch nicht für alle Kanäle freigeschaltet ist. Also ich meine bei Hamburg Hafen Live habe ich den Schalter noch nicht gesehen, dass wir die Übersetzung da einfach so raushauen können. Das müsste man ja, wenn man jetzt rumgeht, aber du kommst ja bis zu dem Tor. Du bist wahrscheinlich da vorne, wo die Leute stehen. Weiter kommst du nicht. Nee. Weil die ganzen Krähe sind ja Ihr könnt noch da hinten, ihr könnt noch ganz rumgehen, dann kommt ihr von links da hinten ran. Ja, man kann dann an dem, so ein Pavillon ist. Ja, so ein nee, Turm, geht, so, da ne? könnt ihr einfach darüber gehen. Ja. Ne? Ja, war ich schon. der Gelbe, der ist relativ groß, aber du musst ja die Höhe haben. Du musst ja ganz oben drauf. Ja, natürlich. Ja gut, wenn der Kran da ist, dann könnte es sein, dass man vielleicht noch einen Schornstein ist, nicht, dass du den draufsetzt. Da haben die ja geschrieben. Die Attraktion ist ja, dass die den Schornstein da draufsetzen. Ja gut, dann müssen wir da gleich dahin. Ja, schauen wir mal, ob mit dem Schornstein was passiert. Man kann noch ein Stückchen umgehen. Ist das eigentlich der Schornstein, der da liegt? Nee, ne? Nein.
Es wird leider wieder schlechter mit der Sicht. Es ist ein einziges Auf und Ab. Moin auf Japanisch, Ohio. Spreche ich wahrscheinlich auch vollkommen falsch aus. Volker, 5 Euro Superchat, sagt Ahoi und Moin, bin eigentlich kein Freund von Schwarz-Weiß, aber da war eben wirklich mehr zu sehen. Ja, weil ich in Schwarz-Weiß hast du meistens mehr Kontrast. Ne? Ich kann euch das nochmal zeigen. Also Schwarz-Weiß ist halt, ne, also einfach mal so im direkten Vergleich, ist halt im Endeffekt einfach eine Kontrastgeschichte, dass die dunklen Sachen dunkler werden, die hellen Stellen heller. Entspricht natürlich in keinster Weise der Realität, aber sieht eigentlich ganz cool aus. Und ups, ist natürlich gerade für Fotos ganz cool. Ja, langsam wird es spannend. Wir haben jetzt 10:30. Ich weiß gar nicht, ob sich schon was tut. Ich glaube, der eine Schlepper ist eben zumindest in die Halle reingefahren. Ja, der hat nämlich auch gar kein AIS-Signal mehr, der Gruno 4. Der ist wahrscheinlich in der Halle und hat deshalb kein Signal. Also da scheint sich auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Analogon fragt, wo seid ihr denn in diesem Nebel? Ja, das gilt es herauszufinden, nur anhand des Bildes. Entschuldigung, ich habe es nicht angekündigt. Also ich bin in Papenburg bei der Meyer-Werft und heute soll das neueste Kreuzfahrtschiff, die Asuka 3, ausgedockt werden. Da warten wir jetzt drauf. Sicht, wie ihr seht, ist halt eine glatte 6. Aber dafür ist die Stimmung irgendwie ganz cool. Es ist nicht windig, also ihr seht das, auch das Wasser ist sehr, sehr glatt. Und wenn das Schiff aus der Bauhalle, aus dem Baudock rausgekommen ist, dann muss es hier durch dieses Tor, auf das die Kamera zeigt. Und dann hoffe ich, dass wir das Schiff einmal, ich weiß nicht, ob es vorwärts oder rückwärts durchgeht, das kann ich euch nicht sagen. Dann hoffe ich, dass wir das Schiff auf jeden Fall einmal in voller Pracht sehen. Das Problem ist ganz einfach, dass ja, auch nach rechts, wenn ich darüber schwenke, ganz schnell die Sicht wieder weg ist. Aber hey, wie hat mal jemand so schön gesagt, dabei ist alles. Dabei ist alles. Sabrina meint, Gruno 4 ist in der Halle mit AIS. Ja, ich sehe ihn bei mir gar nicht, aber also bei mir ist er nicht drin. Ach doch, da unten. Ah ja, genau. Ach ja, der ist, ja, ich kann euch das ja noch mal zeigen auf der Karte. So, ich habe mich vertan. Ich hatte hier oben geguckt, ne, weil hier, aber das ist ja noch mal ein Becken und die eigentliche Halle, die ist hier unten. Also da sehen wir jetzt auch Gruno 4. Ich hatte falsch geguckt hier oben. Also hier unten, da kommt das Schiff raus und muss dann hier oben durch. Andreas, nein, wir stehen nicht am großen Parkplatz an der Werft und wir stehen auch nicht am großen Baudock, sondern es ist das kleinere an der Seite. Was du meinst, ist das große, wo wir bei dem letzten Livestream aus Papenburg waren. Heute stehen wir etwas anders.
Crazy Queen fragt, ob wir auch dabei sind, wenn die Disney rausgeht. Also beim letzten Mal war ich hier, als die Disney, wie hieß denn die letzte? Treasure, glaube ich. Da war ich hier und das ist eigentlich immer ein schönes Ereignis. Also ich habe da immer ein Auge drauf, was hier in Papenburg passiert. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, das Wetter mitspielt, dann versuche ich davon auch einen Livestream zu machen. Es ist jetzt doch gut gefüllt, also ihr hört das auch. Doch einige, die hier einen kleinen Samstags-Familienspaziergang machen. Ja, also wirklich, aber so richtig auf die Scheibe drauf. War das schon auf dem Dach so dick und Naja, immerhin aber einen guten Durchhaltetest für das Equipment. Leute, ich gönne mir mal ein Brötchen. Mahlzeit. Kein Fischbrötchen. Nee, Fischbrötchen gab es hier nicht. Heute Morgen. Oh, das ist aber schon sportlich dann, ne? Ja, aber dann auch mit 10 Familien in der Spitze, also zur Spitzenzeit waren mit 10 Familien. Ja. Und dann natürlich mit Kindern, also besser geht's nicht. Und dann 4 Wochen auf Platz. Ja. Weil sonst Campingplatz, ne? Ja, das ist so mal klar. Wir sind jetzt letztes Jahr das zweite Mal auf einem Platz gewesen, aber vor 2 Jahren waren wir 14 Tage. Letztes Jahr waren wir 4 Wochen. Und jetzt haben wir gesagt 5 Wochen. Das war jetzt 2 Monate. Das ist schon erst uns gereist und jetzt noch sind auch sehr viele Deutsche. Ne? Deutsche Masse, Holländer, Franzosen. Und sehr schöner Platz. Ja, genau, das muss ich ja wissen. Brötchen verputzt. Also ich mache jetzt doch noch mal schwarz-weiß. Ihr müsst mich daran erinnern, wieder umzuschalten. Aber
Rein vom Kontrast her kommt das, glaube ich, ein bisschen besser. Und dass da gerade keine Farbe drin ist, das fällt wahrscheinlich eh niemandem auf. Schwester Hansen wird schon wieder ungeduldig und fragt, wann soll das Schiff sich zeigen? Hänschen, das kann ich dir nicht genau sagen. Irgendwie jetzt demnächst sollte das mal losgehen. Siehst du, während des Manövers wird der Schornstein auf dem Schiff montiert. Läuft alles nach Plan. Der Schornstein auf dem Schiff montiert. Beoland, der Nebel lichtet sich. Sehr optimistisch. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, in der Tat, da fährt irgendwas. Also geräuschmäßig tut sich da etwas. AB fragt, was ist besser, Vessel Finder oder Marine Traffic? Mein Tipp, probier es einfach mal aus. Die haben beide Vor- und Nachteile. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, was die Darstellung angeht. Ich empfehle dir auch noch mal mein My Ship Tracking anzugucken. My Ship Tracking hat den großen Vorteil, dass sie viel häufiger die Daten aktualisieren. Also das heißt, wenn man auf die Karte guckt, sieht man viel besser die Schiffsbewegungen. Das Tor geht auf. Jetzt wird es aufgemacht. Wir schieben es rüber. Da ist ein Schlepper auf der anderen Seite, der drückt da drüber. Ich probiere mal Folgendes. Ich gehe mal auf Farbe wieder und drehe hier mal den Kontrast hoch. Muss ich nur dran denken, das nachher wieder alles zurückzustellen, sonst haben wir beim nächsten Stream ein katastrophales Bild. So, jetzt haben wir Farbe mit maximalem Kontrast. Vielleicht bringt das ein bisschen was. So. Ja, KM, das werde ich beim nächsten Stream ganz schnell merken. Also in der Tat, so wie ich jetzt das Bild hier vergewaltigt habe, bei normaler Sicht sieht das wahrscheinlich furchtbar aus. Ihr könnt ja zusätzlich an euren Bildschirm auch noch den Kontrast hochdrehen. Ich bin jetzt leider am Anschlag. Das sind jetzt Fotos wie bei uns im Moorgebiet.
Ja, glaube ich. Guckst, da siehst du irgendwelche Gestalten und weißt nicht, was das ist. Aber das ist ja schon Zeit. Da hinten. Ja. Micha, ganz lieben Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft auf YouTube. Ja, KM, das Bild ist in der Tat jetzt ein bisschen besser als die Realität. Wobei ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade die Sicht ein kleines bisschen besser wird. Ja, wirklich, ne? Das ist verändert. Das fängt jetzt an, ne? Die schlechte Sicht hat aufgehört, besser zu werden. Steht nicht ganz gerade, ne? Ja. Der Kugelfisch lässt ein Prime-Sub da. Herzlich willkommen an Bord. Und Sven David V. ist im 5. Monat auf Twitch dabei. Dankeschön. Ja, Lichtmittlung. Ja, erkennen wir nicht so wirklich, ne? Ja, ne? Da hinten stehen überall Schilder, das ist so Boden, das wird rumfliegen, Kullers. Und wenn das ein größeres Schiff ist, dann jetzt sogar ein anderes Drohnenverstärker. Wo die Dinger das sind. Ich habe schon gesehen, dass 2 Stück, 2 Drohnenflieger hier geholt und dann haben die Scheint tatsächlich ein ganz bisschen besser zu werden, die Sicht. das war das. Da sieht ja ähnlich aus. Sieht ja nicht mehr. Jonas, richtig, das ist die Meierwerft in Papenburg. Bisschen Leitung umgebaut. Heute ja wieder meine Polarausrüstung hier an. Auf jeden Fall gesichert sein müssen. Wir müssen Kennzeichnung haben. Ja.
es ab gewisse Grundzahlen musst du einen Führerschein haben. Dann gibt's noch Beoland sagt Wetter Online, Werte 13 Uhr ohne Nebel. Naja, also in 2 Stunden. Gewässer, ne? Also Wahrscheinlich Schifffahrt pünktlich, wenn das Schiff durch ist, zum Beispiel 0, 0 hört der Nebel dann auf, dichter zu sein. Oh Gott, was für ein Deutsch wieder. Der Nebel hört auf, dichter zu sein. vor einigen Jahren, die ausgedacht worden sind, habe ich gesehen, dass die Flieger ihre Drohne abgeben, die wurde runtergeholt und dann Papiere. Ja, haben 2 Warnblick. Ja, genau. Vor einigen Jahren war das hier ganz schlimm, da war eine Drohne, auf der von Hannover da stand da unten. Und ich weiß nicht, ob der dann auf dem Fragment. Jonas schreibt, mein Vater ist da auch irgendwo auf dem Schiff. Man sieht das dann ja auch, das verstärkte Polizei, Jonas, wo genau ist denn dein Vater? wenn dann was bekannt gegeben wird. Und dann da nicht richtig am Kontrollieren wird. Auch eine Drohne runtergeholt. Ja, die Drohnen sind ja eine tolle Sache, ne? Aber da wird halt so viel Blödsinn mitgemacht. Ja, das genau das das. ist das Problem, was dann alles wieder kaputt macht. Ja, genau das ist es. Könnt ihr einen Schlepper erkennen? Auf jeden Fall eine Drohne, die, ich schätze mal so 500 ja, das heißt diese 420 Grenze, wieder drunter DJI Mini 4 oder so zum Beispiel oder 3, die darfst du ohne Führerschein fliegen. Und die sagt dir auch, ob du hier fliegen darfst oder nicht. Aber es gibt trotzdem noch zusätzlich Sachen, wo man sich informieren muss. Da gilt zum Beispiel Wasserschifffahrtsstraßen, Fliegenverbot. Jetzt kann man darüber Ich diskutieren. glaube, ich habe selten in einem Livestream so viele Daten für die gleichen Pixel Ja, aber das ist ja ausgeschildert. verschwendet. Zumindest hier nicht, aber da vorne. Ne? Und diese weiß ich nicht, die habe ich noch nicht gefunden. Aber auf der anderen Seite ist das ausgeschildert. Da hast du schon das eine oder andere Schild, was auch hinweist, dass es nicht erlaubt ist. Also auf jeden Fall tut sich was. Das Tor ist auf. Hier kommt noch ein Schlepper. Was hat der denn da hinten drauf? Also es sollen ja auf jeden Fall noch Schornsteine montiert werden. Ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Form jetzt mit dem Schornstein zu tun hat. Was da für ein Rohr hinten drauf ist auf dem Schlepper. Weiß das jemand von euch? Ach, das ist ein ganzer Ponton, der da kommt. Der holt einen ganzen Ponton. Ich dachte, das gehört da alles zu, auch der gelbe Kran. Kann natürlich sein, dass das die Arbeitsplattform ist, die dann auch, Oh, jetzt kommt auch dein Schiff an. den Schornstein montiert. Dauert so ein bisschen bei dem Nebel, bis ich das erfasst habe, was da passiert. Oh, wir ziehen den Kran raus, ne? Also vielleicht Glück. Das sollten wir hier vorne machen, ne? Ja, das kann sein, ja. Dass es vielleicht zu eng ist dann, ne? Ja, Tatan. Das wäre ein schönes Puzzle. 10.000 Teile. So in der Einstellung hier. Mit ganz viel Rand. Es gibt ja tatsächlich ein Puzzle für die ganz, ganz Verrückten. Ich glaube, das sind 5.000 Teile und eine komplett weiße Fläche. Also das ist für die Hardcore-Puzzle-Fans. Müsst ihr mal googeln. Es hat auch irgendeinen Namen, irgendwas von, weiß ich nicht, das Unmögliche oder Unschaffbare Puzzle.
Oh, René sagte, es gibt auch eins mit nur grauen Teilen. Ja, grau ist dann quasi Level 2. Also man fängt mit weiß an, dann kommen nur graue Teile und dann nur schwarz. Nein, das scheint auf jeden Fall nichts mit dem Schornstein zu tun haben hier. Zu tun zu haben. Ja, das sind Stützen. Stützpfeiler. Das ist ja rübergezogen, dann können wir das ja sehen gleich. Müsste der Schornstein ja auch irgendwann mal kommen. Aber erst muss das Schiff da. Richtig. KM fragt, ob das Stützen sind, um den Ponton am Boden zu fixieren. Ja, genau. Die kann man runterfahren und dann kann man den Ponton quasi im Boden verankern. Ja, aber abgefahren, dass 2500 Leute mit mir hier im Nebel stochern. Sehr, sehr schön, dass ihr dabei seid. Irgendwie macht es dann ja doch Spaß. Auch wenn die Spektakularitätsskala noch ausbaufähig ist. Leider wird die Sicht jetzt schon wieder ein bisschen schlechter. Also das war eben kein Trend. Dann ist hier die Frage, welche Highlights wird es 2025 im Hamburger Hafen geben? Ja, also auf jeden Fall haben wir natürlich den Hafengeburtstag im Mai. Dann werden wir die Cruise Days haben. Wir haben natürlich jede Menge Schiffsanläufe. Also das ein oder andere steht schon auf dem Programm. Schiffsmäßig weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was wir da so, ob wir da irgendwas ganz Spezielles, Besonderes noch erwarten. Da müsste ich selber mal nachgucken.
DS aus Haar, der liebe Dieter, ist seit 20 Monaten dabei auf der Reeperbahn. Liebe Grüße. Und er schreibt, heute ein richtig entschleunigender Stream. Ja, also mehr Entschleunigung geht, glaube ich, gar nicht als dieser Stream. Sieht wieder schlechter aus. Ja. So, Sicht nimmt wieder deutlich ab. Ich schwenk mal rüber. Zieht aber wieder zu, ne? Aber das ist jetzt kein Livestream, ne? Das ist Power Ach so. Ja. Aber das sieht hier schon das Ding. Aber bis der raus ist, ist er auch. Ist kalt, ne? Ja, Hansi ist auch ganz entspannt. Danke Mike, 2,49. Achtung, Ohren zuhalten. Du kennst uns? Ja, was denkst du denn? Ja, das ist schön. Danke. Sehr cool. Jeden einzelnen Knie. Jeden einzelnen? Wow. Dafür gibt es eine Landratte. Dankeschön. Das hast du so schön gesagt. Ja, vielen Dank. Das freut mich. Neffe Krümel, mein Gruno 4 kommt aus der Halle. Mal gucken, ob wir da irgendwo irgendwas erkennen. Ist das der Mast von Gruno 4 da? Also Leute, ich bin kontrastmäßig am Anschlag mit der Kamera. Mehr geht da nicht. Aber irgendwie... Oh. Du machst das mal gerade und dann war gestern schon nicht so prügelt. Paddy hat Schnupfen. Ja, so richtig Schnupfen ist das gar nicht. Das ist mehr so dieses Kälte-Nase-Laufen. Habt ihr das nicht in der Kälte, dass dann irgendwann die Nase läuft? Aber das war bei genau. Ist doch ganz normal, oder? Und dann bist du hier auch durchgegangen. Könnt ihr mir einen Gefallen tun, so 1-2 Meter, weil die Mikros nehmen doch so eine ganze Menge auf. Dankeschön. Also der Erste, der das Schiff entdeckt, kriegt auf jeden Fall ein Sichtfleißsternchen im Klassenbuch. Kann das sein? Da ist der Fokus auch wieder. Da muss man der Kamera erstmal auch ein bisschen Futter zum Fokussieren bieten. Genau, Anja. Kalte Luft, Nase läuft. Ist doch so. Meine Damen und Herren, Gruno 2.
Dijo, ganz lieben Dank, 11 Monate Speicherstadt. Und der Thorsten ist jetzt auch auf der Speicherstadt. Thorsten, Dankeschön. Nilsi haut noch 2 Euro raus, dafür, dass es nie langweilig wird. Das hoffe ich doch, Nilsi. Ganz lieben Dank. Wobei das schon eine Herausforderung ist mit der Warterei. Für so einen ungeduldigen Menschen wie mich ist das tatsächlich echt eine Challenge. Die beiden Schlepper, die düsen erstmal zurück. Jetzt sind wir seit über einer Stunde live und wir hatten so wahnsinnig viele Highlights. Ich kann sie euch alle gar nicht mehr aufzählen. Also es gab jede Menge Nebel. Dann wurde der Nebel etwas weniger, wurde wieder mehr, wurde kurzzeitig noch mal etwas weniger. Die Sicht wurde besser. Wir haben einen Schlepper gesehen, wir haben ein Tor gesehen, was aufgegangen ist. Wir haben einen Schlepper gesehen, der durch das Tor gefahren ist. 2 Schlepper mit einer Arbeitsplattform. Also es ist wirklich ein Highlight jagt das andere hier heute Morgen. Also es ist wirklich ein Stream denkwürdig, der mal wieder kurz vor der Eskalation ist. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Ich bin Teilsportler. Nase läuft, während ich stehen bleibe. AB fragt, was so ein Schlepper kostet in Hamburg. Also ich kann dir das nur sagen, von den Fairplay-Schleppern hier so 95, 96. Was haben Sie gesagt? Irgendwie so im Bereich 6 bis 8 Millionen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Hängt dann natürlich sehr von der Ausstattung ab. Ich meine, so in dem Bereich würden die liegen. Ja, was fallen euch noch für Highlights ein, die wir heute gesehen haben? Also es waren wirklich so viele. Der liebe Andreas Westphal, der wird wahrscheinlich große Probleme haben, die Kapitelmarker zu setzen auf die unterschiedlichen Grauschattierungen des Nebels. Kerstin ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Kerstin, Dankeschön, willkommen an Bord. Oh, Remo, ganz wichtiger Moment auch noch. 2 Möwen sind durchs Bild geflogen. Auch ein großes Highlight in diesem Stream. Ja, ich bin am Überlegen. Ja, und noch ein Highlight, ein Bielefelder getroffen. Ja, dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Nicole Todox ist seit 11 Monaten dabei und schreibt, Nebel hat seine eigene Ästhetik, kein Hintergrund. Ja, oder man könnte auch sagen, man hat nur Hintergrund. Holgi, natürlich die Schnaufer ins Taschentuch. Absolute Highlights. Komm, da habe ich noch einen von. Ich habe noch ein paar Taschentücher.
Achtung, Ohren zu halten. Das Mein Schiff Einshorn hat sich jemand gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob ich Mein Schiff 1 habe. Also ich habe Mein Schiff 4. Mein Schiff 4 habe ich. Mein Schiff 7 habe ich. Doch, Mein Schiff 1 habe ich. Hier, Prost. Ja, Timo, die Spannung ist kaum auszuhalten bei diesem Stream. Also wirklich, es ist unfassbar, was hier für eine Spannung in der Luft liegt. Aber das Schöne ist, nebenbei kann ich wieder ein bisschen Technik testen. Also ich kann euch sagen, wir haben heute eine sehr gute Lastverteilung zwischen der Telekom, Vodafone und O2. Alle arbeiten gleichmäßig. O2 ein bisschen weniger, aber die Telekom und Vodafone schieben ordentlich Daten durch. Es sieht relativ problemlos aus insgesamt in der Übertragung. Und ich glaube, der Nebel kommt auch relativ scharf rüber bei euch. Nein, DJ Todde, Starlink habe ich heute nicht mit. Starlink ist wirklich nur für die Härtefälle. Ja, Akademixer, genau, das ist hier die Emscam Grauer Ort. Das stimmt. Hier passt Grauer Ort in der Tat sehr, sehr gut. Genau, Jürgen, da ruckelt heute nichts. Der Nebel ruckelt nicht. Herrlich. Wahrscheinlich geht gleich alles in die Büchs. Immer wenn man über die Technik redet, dann verabschiedet sie sich irgendwann. Aber krass, dass ihr immer noch dabei seid. So viele Leute. Ich muss mal kurz den Fokus versuchen hier. So, jetzt müsste er eigentlich halten. Das scheint so eine Brücke zu sein. Kann das sein, dass vor dem Hallentor immer so eine, also zumindest ist es beim großen Baudock so, dass da so eine Brücke davor ist, wo dann halt auch Fahrzeuge und Fußgänger rüberlaufen und fahren können. Könnte sowas in der Art sein.
Aber ich sag euch, das Highlight kommt noch. Wir werden heute noch ein Kreuzfahrtschiff zu sehen bekommen. Ich bin da wirklich guter Dinge. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das noch passieren wird, bevor die Sonne untergeht. Wookie schreibt, in München bei Thomas verbreitet einer Gerüchte, ich habe keine Lust mehr und hör auf. Ja, bestelle ihm mal schöne Grüße, er soll mal hier rüberkommen. Und sich vom Gegenteil überzeugen. Nicht wirklich. Thermoskanne wäre nicht schlecht gewesen. Ja, jetzt noch eine Kanne mit Kaffee oder Tee. Ja. Ich glaube, da könntest du jetzt richtig Geld mitmachen, wenn du jetzt mit so einem kleinen Wägelchen hierher fährst. Glühwein, Tee. Muss er dann mit seinem Wohnmobil? Der überlegt wahrscheinlich schon. Da sehe ich doch einen Schlepper im Hintergrund. Das ist aber echt mit den Fingern, ne? Ja. Ja, da helfen die Handschuhe. Nee, also eine Kiezmische wäre jetzt tatsächlich nicht so wirklich das, wo ich Bock drauf hätte. Achtung, Ohren zu halten. So interessant im Rennmoor, das ist ein Kreidesee, der ist über 50 Meter tief. Und wenn man da im Sommer und im Nassanzug taucht, dann ist das oben schön warm. Und dann kommt man so auf 20 Meter hoch. Wer weiß das von euch genau? Ist das so eine Brücke, die direkt vor der Halle liegt? So dass man dann quasi da relativ schnell übers Wasser kommt. Sommer oder Winter ist egal. Und hier ist auch mal wieder warm. Das ist genau umgekehrt. Remo meint, das wäre hier schon wieder ein KI-Test. Und Bastian, seit 13 Monaten auf dem Fischmarkt dabei. Moin Bastian. Ja, das könnte auch das Teil sein, wo die mit dem Bug reinfahren. Ne? Ach so, ja, das ist offen. Da ist ein Teil drin, also und vorne sind die beiden Platten, Ja. wo die mit der Spitze reingehen. Also die Behelfsteile, ne? Ja. Genau. Die neue Hamburg Hafen Live Nebelmaschine wird getestet. Tut sich ja was. Ja, tut sich was. Ja, was? Nicht viel. Wahnsinn, dieser Schiffsverkehr hier. Ja. Also es ist wirklich, ist wie auf der Elbe, was hier los ist. Gerhard meldet, dass Gruno 4 aus der Halle raus ist. Na, dann scheint es da ja bald mal loszugehen. Der ist außer Halle, der Bruno.
ich nicht gehört. Schlepper, ne? Ja, die können bisher mobilisieren. 54er sagt sich auf Twitch, Mensch, das ist so ein spannendes Programm hier. So viel Nebel auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Da lasse ich doch einfach mal einen Prime-Sub da. Ich danke dir vielmals. Möglich, dass er angenommen wird. Ne? 'n Schwester Hansen wünscht sich Musik und Feuerwerk. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das hier heute mit Musik und Feuerwerk noch was wird. Auch die Terrorzicke ist völlig überwältigt von der Spannung hier. So eine Spannung, man könnte quasi den Nebel zerschneiden. Und lässt im 3. Monat ein Prime-Sub davor. Ja, sind viele Zuschauer vor Ort, ist hier nochmal die Frage. Also ja, doch, es sind schon einige. Also es verläuft sich natürlich so ein bisschen. Ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie Hunderte sind, aber es sind schon einige, also eine ganze Menge. Weil das Wetter ist jetzt auch nicht so unangenehm. Das Schöne ist halt, wir haben keinen Wind. Dadurch, dass wir keinen Wind haben, kann man das ganz gut aushalten hier. Und von daher wird sich der eine oder andere wahrscheinlich gesagt haben, ach Mensch, so einen kleinen Samstagsspaziergang, das machen wir schon. Nettino schließt sich auch an mit einem Sub auf Twitch. Ganz herzlichen Dank dafür. Und auch der Kräuterbart sagt sich, diese Abwechslung zwischen viel Nebel und sehr viel Nebel ist schon sehr nervenaufreibend und lässt auch erneut ein Sub auf Twitch da. Danke, ihr Lieben. Ja, jetzt haben wir wenigstens hier ein bisschen was im Vordergrund liegen und der geneigte Fotograf weiß ja, Vordergrund macht Bild gesund. Das heißt, es ist jetzt gar nicht mehr so schlimm, dass wir im Hintergrund nichts sehen können, denn wir haben hier diesen schönen Ponton direkt vor der Nase. Chimjo schickt auch ein Moin und ist im 5. Monat mit einem Sub bei Twitch dabei. Dankeschön! So, und einmal mit Anlauf. Aber ein schöner Schlepper, der Gruno, oder? Findet ihr nicht auch? Sehr, sehr schöner alter Schlepper. Mögt ihr mal nachschauen, von wann der Gruno ist? Der ist doch bestimmt auch schon älteren Semesters. Aqualux fragt, wann die Asuka endgültig aus der Werft fährt. Also angeblich könnte das so Anfang März passieren. Es
es gibt wohl zumindest einen Auftrag für eine Aufstauung der Ems für Anfang März irgendwann. Und das könnte dann die Überführung der Asuka sein. Ronny meint 1994. Boah, 94 der Gruno. Dann ist er ja, rund 30 Jahre. Noch krasser war ja vor kurzem die Acke. Baujahr 40 oder 43. Oh, Gruno 5 ist 1968, Gruno 4 2006. Blue Pro fragt, ob das eventuell der Ponton ist, der für die Überführung vorne an Bug kommt. Das kann durchaus sein. Kann ich euch aber nicht mit Sicherheit beantworten. Thorsten fragt, ob das Schiff schon draußen ist. Thorsten, das wissen wir nicht so genau, weil wir es nicht sehen. Zumindest ist das Schiff hier noch nicht an uns vorbeigefahren. Oldie 1970 ist auch mit einem Prime Sub dabei und das schon im 5. Monat. Herzlichen Dank. Anke fragt, ob wir heute Abend die AIDA Nova streamen. Anke, das kann ich dir noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie viele Megastunden das jetzt hier noch dauert und wie ich dann nach Hause komme. Und ob ich dann völlig durchgefroren bin und noch Lust und Laune habe. Also ausschließen will ich das mal nicht mit der Nova. Habe auch einen Stream dafür vorbereitet, aber versprechen möchte ich es auch noch nicht. Achtung, Ohren zu halten. Mensch, was ist denn los auf Twitch hier? Juleni lässt im 2. Monat einen Prime Sub da. Herzlichen Dank dafür. Da muss ja wohl Das scheint ein aktuelles Foto zu sein. Das sieht nicht aus. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Da ist wieder ein Schelm unterwegs. Internet glaube ich gar nichts. Fake News? Ja. Der Stream mit dem längsten Vorspiel ever. Packen ja auch alle zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob der da unten was erzählt hat. Oder ob der von dort ist.
Bahnfilmer Andi ist da, lässt 5 Euro Superchat da. Danke dir, Andi. Ein Zuschlag für eine Entnebelungsanlage. Ja, gibt es sowas? Entnebelungsanlage? Einen überdimensionalen Ventilator bräuchte man da. Aber immerhin können wir schon mal sagen, heute haben wir keine Schlagschatten unterm Kinn, wenn wir Fotos machen. Dijo verschenkt noch mal eine Mitgliedschaft auf YouTube. Dijo, ganz lieben Dank dafür. Und auf Twitch geht es weiter zur Sache. Mit einem Prime-Sub ist Skerbane dabei. Herzlichen Dank dafür. Aber man denkt automatisch, wenn da keiner sich anstellt, ist er wahrscheinlich Genau, und ich komme. Markowski schreibt, sorry, wenn ich für Verwirrung gesorgt habe. Habe ich jetzt leider nicht mitbekommen, für welche Verwirrung du gesorgt hast, aber wahrscheinlich war das im Chat irgendwie. Und Ron meint, die Asuka ist für 50% draußen. Ja, Likud, der Nebel scheint sich nicht wirklich zurückzuziehen. Wir haben nur jetzt den Vorteil, dass hier im Vordergrund mehr Action ist, dadurch, dass sie diesen Ponton hier hingefahren haben. Aber die Weitsicht da hinten in Richtung Dock, da wo die Asuka gleich irgendwann rauskommt, die ist nicht so wirklich besser geworden. Aber wir haben ja einen neuen Star hier, den Gruno. Der Seestern, unser Andreas, verschenkt noch 5 Subs auf Twitch. Dankeschön. Da wird hier ein langer Tag wahrscheinlich. Scipio fragt, wer ist denn Klaus D., ob der öfter solche Geräusche macht. Also Klaus D. ist ein ganz alter Schleppdampfer, der in Hamburg rumfährt. Also noch wirklich dampfbetrieben, ganz altes Museumsschiff. Und der macht tatsächlich solche Geräusche. Also wirklich ein schönes altes Schiff. Wahrscheinlich ist die Asuka schon längst durch und wir haben es gar nicht gesehen. Aber kann das sein, dass einige schon aufgegeben haben? Eben war es voller hier. Das soll ich. Ja, ich bin am Sprechen. Hieß gerade eben irgendwie, dass es eventuell erst 14, 15 Uhr. Okay. Aber das ist noch nicht gesichert. Soll später werden? Okay. Ja. Also es geht das Gerücht um, dass das erst hier 14, 15 Uhr passieren soll. Eieieiei, Leute, was machen wir denn dann? Was machen wir dann denn? Oh, Paket da drunter. Da ist auch nichts mehr, wa? Nee, 90. Naja, ich habe noch 90% Akku, also insofern. Vorher sind die Füße durchgefroren, bevor der Akku leer wird. Bis heute Abend reicht das. 14, 15 Uhr wäre aber wirklich sportlich. Leute. Das ist Fotos. Das ist Quatsch, das ist auch nicht das Schiff. Nee. Doch. Nee. Kann ja nicht. Was habt ihr da irgendwas? Das ist die Asuka 3. Ja, Guck mal, wo die steht. die ist schon draußen. Ja. Die muss irgendwo hinten sein. Wo soll die denn sein? Ja, dahinter. Dahinter ist ja nichts mehr. Das ist ja nur die Querhalle und dann kommen die anderen Hallen und dann das Gelände. Dahinter kann die nicht sein. Und da vorne ist der Parkplatz. Ja, das ist eine gute Idee, Big J Norderstedt. Ich sollte fragen, ob ich nicht auf Gruno mitfahren kann. Das wäre jetzt in der Tat sehr cool. Aber da sehe ich jetzt das Schiff. Siehst du das Schiff? Da ist es. Jau, Drauf. jau, da ist es. Da ist es. Seht ihr das auch? Da kommt es raus. Seht ihr das? Oh, ich krieg's auf der Kamera irgendwie. Wir sehen es.
Seht ihr das? Leute, da im Hintergrund. Boah, sensationell. Guckt euch das Bild an. Das könnte gleich schon wieder anders aussehen. Da. Da ist es doch. Boah, der Chat eskaliert. Die Menge ist völlig aus dem Häuschen. Wahnsinn. Die Hölle. Das ist ja der absolute Kracher. Hunderte sind schon gegangen. Ich sehe Rettungsboote. Ja, so ist das. Eine weiße Wand in weißem Nebel. Eskalation, absolute Eskalation. 15 Monate, Frankie 72 mit einem Moin aus dem Sauerland. Das ist noch super da. Schön, dass du wieder dabei bist. Und Wischi CC lässt ein Prime-Sub da, jetzt schon im 5. Monat. Ich danke dir vielmals. 5 Euro Superchat kommen dann noch von Gabi aus Mönchengladbach. Danke, ihr Lieben. Guck, jetzt sieht man mehr. Ja, ich finde das toll, wie ihr hier mitfiebert im Stream und wie ihr gerade völlig ausflippt und eskaliert. Also ist wirklich abgefahren, wie ihr hier den Chat sprengt. Solche Bilder hat auch die Welt bisher selten gesehen. Das ist ja für die ganze Kreuzfahrtbranche ist das natürlich ein absolut überwältigender Moment, wie diese weiße Wand durch den weißen Nebel geschoben wird. Oh Gott. Also ganz ehrlich, du gehörst zu uns hier. Also mir fehlen irgendwie so Sportmoderator-Qualitäten. Ne? Die können doch auch aus dem Nichts können die. Ich finde das, ich finde es ja auch völlig faszinierend, ein Fußballspiel im Radio anzuhören. Also wenn du einen richtig guten Radiokommentator hast und der ein Fußballspiel moderiert, das finde ich teilweise so spannend. Also da passiert auf dem Platz gar nichts und es ist absolute Eskalation im Radio. Der Werner Hanstadt hat auch geguckt, ne? So, ich will mal gucken, ob ich es schaffe. Guck mal, seht ihr den Bug? Guckt euch mal das Bild an, mit dem Bug im Hintergrund. Da. Ich sehe den Namen des Schiffes. Leute, guckt euch das an. Da ist er. Das ist das Bild des Tages. Asuka 3. €5 kommen auch noch von der lieben Petra. Petra, schön, dass du wieder dabei bist. Jürgen meint, ein Schiff würde dem Stream gut tun. Jürgen, hallo, mehr Schiff geht doch gar nicht, oder? Bildfüllend. Absolut bildfüllend. Ja, man kann es so ein bisschen erahnen im Hintergrund, oder? Mike schickt nochmal 2,49 und schreibt, mal gespannt, wo die 3 winkenden Männer sind. Ja, keine Ahnung, ob die heute dabei sind, aber ich kann sie dir mal aus der Konserve rüberschicken. Mega, also wirklich selten so schöne Bilder von einem Kreuzfahrtschiff gesehen. Ist schon wieder vorbei.
Schwester Hansen, ja, das Schiff sollte eigentlich durch dieses Tor gefahren kommen, wo jetzt auch die Schlepper durchfahren. Das wurde ja vorhin geöffnet. Also, wie gesagt, im Idealfall. Und ja, die Sicht wird ein bisschen besser. Gibst du auch auf? Nee, ich hau jetzt ab. Die Sonne, die kommt durch. Die Sonne? Ja. Mensch, Ja, Sonne kommt auch. erster Sonnenstrahl. Aber weißt du, was ich mache? Ich bin ja nicht doof. Ne? Ich fahre jetzt nach Hause. Guckst dir den Livestream Und dann einfach gehe ich an. auf YouTube. Genau. Ja. Ja, das mache ich auch. Meine Kamera davor. Du, wenn wir 50-50 machen, kannst du auch mein Material verscherbeln. Ich schneide das komplett mit. Wenn du einen Käufer dafür findest, also für so tolle Kreuzfahrtaufnahmen, weißes Schiff im weißen Nebel, Ja, ja, also, aber auf jeden Fall werde ich deinen YouTube-Kanal mal abonnieren. Das, ja, das ist ganz lieb von dir. Ja, das werde ich auch mal machen. Aber du bist ja immer da, ne? Wenn dann ein Ich, Schiff rausläuft, ich bin immer da, auch wenn keine Schiffe zu sehen sind. Ja, hab ich schon oft gesehen. das ist richtig. Ja, schönen Tag. Tschüss, schönen Tag noch. Frankie lässt auch nochmal 5,99 Superchat da. Und fragt, die sind jetzt aber noch beim Rausziehen aus der Halle oder schon im Werfthafen? Nee, also die ziehen aus der Halle raus und dann soll das Schiff halt hier durch den Werfthafen an die Ausrüstungspier gehen. Und das abgefahren ist, also es wird immer leerer hier, die geben alle auf. Die geben alle auf. Und man kann jetzt sogar den Ausrüstungspier sehen. Das ist nämlich da vorne, wo dieser blaue Kran im Hintergrund ist. Aber irgendwie war es das auch schon wieder mit Schiff sehen. Was? Was ist denn das für eine Frage? Durchhalten. Also, wer jetzt nach Hause fährt, der hat gar nichts gewonnen. Also, Nein, der hat nichts gewonnen. durchziehen ist die Devise. Hier hinten. Da haben wir das gerade auch schon gesehen. Ja, wir hatten das gerade schon, aber jetzt ist es gerade wieder weg. Ja, schon da draufsetzen. Jemand Guck hat mal, ja drauf die Sonne kommt immer mehr. Boah. Guck mal da oben. Da ist so ein bisschen Sonne. Leute, ich sag euch, es läuft alles auf einen absoluten Höhepunkt zu. Ich glaube, wir werden heute noch hier richtig sensationelle Bilder bekommen. Und Wahnsinnsjubeln. Ja, also das wird noch völlig eskalieren hier. Und zwar in dem Moment, wo alle weg sind. Genau. Ja. Morgen haben wir einen Schuppen. Ja, die sind ja schon viele. Ja, morgen ist egal. Wie gesagt, da hinten kannst du viel mehr sehen. Das ist richtig das Schiff schon. Ja, das war vorhin auch zu sehen hier schon. Richtig gut erkennen. Ja, also hier Wenn Sie kann man, jetzt da hinten hingehen, sehen also Sie wenn man jetzt ein bisschen näher rangeht, kann man es sicherlich schon besser sehen. Aber Jedenfalls haben die da oben auch gerade drauf gesetzt. Guck mal, wo sehen. Mit zwei Kränen von den, beiden Seiten. den Schornstein haben die denke wahrscheinlich ich mal. eben schon drauf gesetzt, ja. Das steht nämlich schon die ganze Zeit da jetzt. Ja, super. Wahrscheinlich kann ich am Ende des Tages auch sagen, ich stand einfach falsch. Man braucht eine Drohne. Ach ja, Leute. Geduld, Geduld, Geduld. Komm, jetzt haben wir schon 2 Stunden rum. Können wir noch mal eine Stunde stehen. Macht die Kommen wir Stunde uns, jetzt auch nichts mehr können wir aus. uns ein Würstchen nehmen. Ja, gibt's doch nicht. So, gucken wir mal, was noch in der Tasche da ist. Probieren wir es mal mit einer Milchschnitte. Schön gekühlt.
Shitboy meint, ich soll etwas vorspulen. Das ist natürlich der Vorteil von denen, die sich die Aufzeichnung nachher angucken. Die können einfach mal 3 Stunden überspringen. Bitte? Was ist mit Facebook? Hier, diese Übertragung? Nee, auf YouTube und auf Twitch. Ja. Was für eine Party hier. Aber immer wieder schön. Man trifft immer wieder gute Leute. Ich glaube, ohne euch im Chat würde ich auch irgendwann an mir zweifeln. Ich frage, wie verlässlich die Aussagen sind bis 13 Uhr. Ja, das ist je nachdem, wie die da jetzt. Ja. Von wem kam denn jetzt 13 Uhr irgendwie? Von mir. Ich habe mit denen gerade gesprochen gehabt. Und die meinten, 13 Uhr kommt das Schiff hier rüber. Ja. Das ist ja gar nicht mehr so lange. In der Zeit Nicht mehr so lange, ne? Aber da könnte man auch mal kurz sich aufwerfen und Das dann ist ja, wiederkommen. das sind ja nur noch 1,5 Stunden. Ich kann es ein bisschen was im Fernsehen sagen. Ja. Kannst du Werbung Ja, wir können ja gegenseitig hier ein bisschen Material produzieren. So, MCV gegen Podcast. wir haben's. Kann ich nicht mitgenommen mit dem Kaffee. Weiß ich nicht, warum. Ja, ich habe mein Tee auch nicht mitgenommen. Wir haben es geschafft, 50 Terabyte an Daten zu produzieren und können nachher netto 3 Sekunden nutzen. Also. Ist der nachher ganz zusammen, ne? Ja, also irgendwie soll das angeblich bis 13 Uhr dauern, bis das Schiff hier durchkommt. Leute, Leute. Kannst nicht aufgeben. Das geht nicht. Ich kann nicht hierher fahren und dann sagen, ich gebe auf. Das geht nicht, sowas. Also ihr seht, so ein bisschen Sonne ist da oben. Ja, richtig. Einkaufen, tanken, Auto waschen, kochen, essen, alles noch drin, bevor es spannend wird. Ich hätte auch locker heute Morgen ganz entspannt fahren können, aufbauen. Und wenn ich dann so in einer Stunde irgendwann fertig wäre,
live gehen, dann wäre alles drin gewesen. Thomas fragt, wo ich eigentlich stehe. Ja, das ist hier am Werfthafen. Hier in dem Becken, an dem Gegenüber quasi von der Werft. Thomas kennt das nur ohne Nebel. Ja, ich kannte das bisher auch nur ohne Nebel. Ich könnte natürlich jetzt auch alles einpacken, umziehen und versuchen, mit dem ganzen Gerödel näher ranzukommen. Thomas, ja genau, also die Dockschleuse ist quasi rechts von mir. Matze schickt nochmal 2 Euro. Ganz lieben Dank, Matze. Also ich werde jetzt einfach mal gleich Folgendes probieren. Da das hier alles dauert, ich mich komplett verschätzt habe, werde ich jetzt versuchen, gleich umzuziehen. Und mal testen, ob ich nicht irgendwie näher rankomme. Dafür muss ich allerdings gleich mal was Neues ausprobieren und gucken, ob ich den Stream irgendwie on the fly aufs Handy bekomme. Das wäre jetzt der spannende Punkt. Dafür muss ich jetzt allerdings erstmal ein bisschen die Nase hochziehen, weil wenn ich hier rödel, fängt die an zu laufen. So. Dann nutzen wir das für ein kleines Experiment. Und ich gucke mal, ob ich den Stream jetzt mehr oder weniger nahtlos übergeben bekomme. Ja, den Kommentar von dem Yannick habe ich gesehen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt einfach mal versuche, hier
den Stream aufs Handy zu legen und dann mit euch umzuziehen. So, Achtung, ich gucke jetzt mal, ob das funktioniert. Kann sein, dass der Ton gleich einmal weg ist oder doppelt. So, jetzt haben wir quasi hier das Ganze auf dem Handy und ich stelle euch mal an die Seite, packe ein, ihr müsst mal sagen, ob ihr jetzt Ton habt, und dann packe ich ein bisschen ein und ziehe mit euch um. So, ich stelle das mal hier auf den Boden. Huch. So. So, seid ihr noch da? Ton und Bild ist da. Okay, super. Kann ich nämlich auch das eine Mikro hier ein bisschen aufladen. Okay. So, ich muss jetzt allerdings auch euch mal aus dem Chat raus, beziehungsweise den Chat jetzt mal abschalten. So. Also ich kriege jetzt halt nur noch Bruchstücke mit vom Chat. Aber dafür hat das ja geklappt, das Ganze mal aufs Handy zu legen. Vielleicht mache ich auch komplett mit dem Handy weiter. Why not? Why not? Oh, habe ich jetzt versehentlich hier die Werbung für... Ich glaube, ich habe die Werbung für den Spreadshirt-Shop auch versehentlich aktiviert. Da läuft gerade gar keine Aktion. Halb so wild. Halb so wild. So, den mal stoppen. Einmal die Combox abschalten. Ja, habe ich mich verschätzt. Ich hätte mich dann gleich da vorne hinstellen sollen, wo jetzt das Schiff die ganze Zeit steht. Muss ich leider gestehen, habe ich etwas verbockt. Aber ich hoffe,
ihr bleibt trotzdem noch ein bisschen dabei. So. Mal gucken, ob ich das alles so mitkriege, ohne gleich hier alles komplett Sorry Leute fürs Nase hochziehen, aber das ist jetzt gerade so ein bisschen schön. Jetzt baue ich ab und sehe das Schiff. Super, super. So, jetzt bin ich natürlich hier völlig unorganisiert. Habe gar nicht schön meine Sachen zusammengepackt, so wie sich das gehört. Dachte, ich brauche nur die Hälfte und schon passt es nicht alles in den Wagen rein. Ich sage euch Leute, Ordnung ist das halbe Leben. So, Verpflegungstasche. So, bin ich eigentlich noch da? Ja, ne? So, der super durchtrainierte Paddy wird jetzt wahrscheinlich gleich auch schön schnaufen. Bin jetzt natürlich auch der Letzte, der da hinten ankommt. Muss mal gucken, ob ich da irgendeinen Platz finde. Seid ihr eigentlich noch da? Läuft der Stream eigentlich noch? Ich hoffe.
Alleen vergroten dus. Ihr klebt am Bildschirm, ja. Da hinten sehe ich das Schiff. Gucken, ob mich da gleich irgendwo jemand hinlässt. So, jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt hier oben lang oder gehe ich unten links lang? Wisst ihr zufällig, wie weit man da unten links rankommt? Keine Ahnung. Wisst ihr auch nicht? Hier ist halt so ein schmaler Weg. Da lang, schreibt Jannik. Jannik, wo da lang? Hier oben lang? Auf dem Deich? Jannik? Also hier auf diesem Mini-Weg. Ich warte noch mal einen Moment auf eine Antwort. Soll ich hier oben lang gehen? Ist das der richtige Standort? Jetzt sagt Tanja, ich soll auch noch in WhatsApp gucken. Wie soll ich denn das alles gleichzeitig machen? Ich streame doch jetzt mit dem Handy, mit dem ich in WhatsApp gucken soll. Hier oben lang. Okay, alles klar. Probieren wir das mal. So, hier ist natürlich wirklich schmal. Achtung, darf ich einmal überholen bitte mit meinem Wägelchen? Dankeschön. So, jetzt haben wir hier natürlich das Problem. Ich muss erst mal fragen, ob mich da gleich irgendjemand dazwischen lässt. Auf jeden Fall ist da das Schiff. So, jetzt fragen wir gleich mal. Darf ich hier vielleicht mein Stativ hinbauen? Oder nehme ich euch da einen Platz weg? Ne, mach doch. Ja? Weil ich so, wenn ich einmal aufgebaut habe, bin ich nicht mehr mobil. Ach so, ja. Nee, ich mache einen Livestream und ich stand ein bisschen doof. Jetzt bin ich umgezogen und bin natürlich der Letzte, der ankommt, wie das immer so ist. Ja, und das sieht man jetzt ja sowieso erst gerade, weil das war ja vorher alles... Ja, ja, aber dann baue ich hier mal... Ist das mit Ton? Nein, ne? Bitte? Ist das jetzt mit Ton? Das ist mit Ton, ja. Ich drehe jetzt aber mal die Kamera so ein bisschen weg. So. Ach, das große auch noch. Ja. Welche Facebook-Gruppe ist das denn? Das ist keine Facebook-Gruppe, das ist auf YouTube. Hier stehen ja noch ein paar mehr, die einen Livestream machen wollten.
Stehen hier noch mehr? Hei, 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 hei. Hamburg Hafen Live nennt sich das. Jetzt brauchen wir erstmal die Stromversorgung hier. Oh. Dies und das und jenes. Das Schiff ist so schön. Guck mal, die haben es echt gemütlich gehabt. Bei meinem Glück Ja. bin ich fertig und das Schiff haut ab. Mit dem Meisen geboren. Wahnsinn, ne? Das ist das eigentlich geworden. Oh, Leute, den Stream werde ich auch so schnell nicht vergessen. Den werde ich so schnell nicht vergessen. Ich werde jetzt erstmal die Hauptkamera anschließen. So, okay, okay. Ein Router scheint ausgefallen zu sein. Oh, das kriegen wir auch gleich hin. Mikro. Mikro brauchen wir.
Meinst du auch, ne? Ja, ja. Aber das Gute ist ja, man entwickelt so einen gewissen Galgenhumor. Und irgendwann ist einem auch alles egal. Wenn man dann bei WhatsApp so Fotos sieht, da aus der Gegend von der Boden, da weiß ich nicht mal, warum man diese Bilder fährt. So, ich muss das mal hier euch mal mitnehmen. So, ihr Lieben, da ist das Schiff. Ob das jetzt wirklich besser ist, das kann ich auch noch nicht sagen. Aber jetzt werde ich erstmal gucken, ob ich wieder auf das große Setup zurückkomme, ohne dass das hier irgendwo kaputt geht. So. Jetzt müssten wir theoretisch wieder auf dem großen Setup sein. Und ich brauche jetzt aber noch einen Moment, um den Chat wieder lauffähig zu machen. Und ich muss ein bisschen Strom nachlegen. Doch ein paar Sachen, die hier bei den Temperaturen schneller leer gegangen sind, als ich dachte. Und die zweite Kamera ist noch nicht am Start, also das dauert noch einen kleinen Moment. Nee, das ist die Seite, die Richtung. Nein, die nicht zum Kino geht. Nein, die muss keiner auf. Hallo, moin. Moin. Dann sag Ich mal, bin gerade hier so ein bisschen im Stress. du erst am Senden. Genau, also gebt mir noch ein paar Minuten, dann bin ich auch wieder ansprechbar. Wir sind entspannt. Okay. Kontrast. Wenn du Kontrast hochfährst, ist das Ding ja schon. Oh, was für ein Stress. Aber irgendwie macht es auch Spaß. Ihr Lieben, jetzt müsste ich eigentlich wieder mit dem großen Setup live sein. Ihr müsstet theoretisch auch wieder Bild und Ton von der großen Kamera haben. Und ja, ob sich das gelohnt hat, werden wir jetzt gleich mal gucken. Dann schaue ich auch, ob ich die zweite Kamera noch aufgebaut bekomme.
Ja, ihr Lieben, also hatte ich auch noch nicht im Stream umziehen, beziehungsweise hatten wir schon mal, aber ich finde es gerade auch ganz cool, dass das geklappt hat, den Stream einfach so on the fly auf das Handy zu übergeben. Das freut natürlich den Technik-Nerd wieder. Aber jetzt sehen wir tatsächlich die Asuka 3 etwas besser. Der Schornstein wird oder wurde montiert. Das habe ich leider komplett verpasst. Richtig hundertprozentig gut ist die Sicht hier auch nicht. So, jetzt will ich erstmal in den Chat gucken, was denn hier eigentlich passiert ist. Also ich habe nicht wirklich viel vom Chat mitbekommen. Von daher, wenn irgendwas Wichtiges war, gerne nochmal. Aber ich habe zumindest ja hier die Historie, was Spenden angeht. Und ja, der Matze war mit 2 Euro dabei. Positiv denken, Netzausfälle sind nicht so störend. Netzausfälle hatten wir aber nicht, oder? Also ich glaube, netzmäßig haben wir das, glaube ich, heute ganz gut hinbekommen. Und vielen Dank auf jeden Fall. Dann haben wir Birgit mit 99 Cent, Superchat. Birgit, ganz lieben Dank. Rosti, die alte Seemine, schreibt Moin, ist im 3. Monat dabei. Ganz lieben Dank dafür. Dann der Ralf, 5 Euro Superchat. Wenn das kein Teststream ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, es hat schon ein bisschen Teststream-Charakter, auf jeden Fall. Walburga ist mit 2 Euro dabei und schickt ein dickes Dankeschön für die Mühe. Ein bisschen Mühe war es schon, aber naja, rumstehen wäre ja auch irgendwie langweilig gewesen, oder? Andi Borchert schickt nochmal 5 Euro Superchat, Umzugsstresszulage mit Wochenendzuschlag. Ganz lieben Dank dafür. Und dann nochmal Günther, Anzahlung für einen selbstfliegenden Ü-Wagen. Ja, das wäre klasse. Selbstfliegender Ü-Wagen. Das wäre richtig, richtig cool. So, gucken wir mal, ob die Hörner auch funktionieren. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön. Und ich will mal gucken, ob ich die zweite Kamera aufgebaut bekomme. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Stativ nicht hoch genug ist. Sir Tobi ist sein Kommentar jetzt sarkastisch zu sehen. Er schreibt, wie gut das Setup ist und wie klar man das neue Schiff sehen kann. Schwingt da ein bisschen Sarkasmus in dem Kommentar mit? Naja, aber wenn, dann ist heute auf jeden Fall der richtige Tag dafür. Sarkasmus und Schadenfreude. Oh, warte mal. Das Problem ist, wir haben hier einen Zaun. Und mit dem Zaun habe ich so ein bisschen... warte mal. Wenn du sie nicht mehr siehst, sag Bescheid. So könnte das doch funktionieren. Die Hindernisse sind so ein Schwimmen verrückt schon. Das könnte doch so klappen mit der zweiten Kamera. Okay, also Stativ steht zumindest schon mal. Ja, ich sehe es. Oh, ich habe mal die Hindernisse so machen. Also besser, ich bin jetzt in einmal. Okay.
Okay, also zweite Kamera steht zumindest schon mal. Jetzt muss sie nur noch angekabelt werden. Gucken, ob das überhaupt lohnt vom Bild her. Ich muss tiefer gehen, ich sehe sonst gar nichts. Ich auch gerade nicht, aber ich habe noch ein... Ja, ich hole auch gleich zurück. Okay, dann können wir mal testen, ob wir ein Bild von der zweiten Kamera haben. Ja! Hey, nicht, dass es besonders spannend wäre, aber immerhin. Wir haben ein Bild. Jetzt kann ich erstmal wieder runterkommen. Nur, ich muss mal gerade gucken, ob wir stromversorgungstechnisch hier irgendwas... Okay. So, alle 4 Leitungen sind auch wieder da. Wir senden wieder mit voller Datenrate. Bild ist wieder hochgefahren. Alle Leitungen sind online. Ihr Lieben, dieser spannende Stream mit der Azuka 3 kommt zu einem neuen Höhepunkt. Hier sehen wir das Schiff direkt vor uns. Klar und deutlich. Ja, klar und deutlich für heutige Verhältnisse hier auf jeden Fall. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ganz, ganz lieb, dass ihr den Spaß hier mitmacht. Also ja, ihr habt das mitbekommen. Ich habe mich natürlich total verrechnet mit dem Standort. Ich war davon ausgegangen, dass das Schiff deutlich schneller aus der Halle rauskommt, dann schon durch diese Schleuse oder durch dieses Schleusentor geführt wird. Aber dem war nicht so. Irgendwann habe ich dann gehört, okay, einige haben geschrieben von euch, das wird dann doch 13 Uhr. Also bin ich hier umgezogen und ja, freue mich, dass das geklappt hat, dass das relativ reibungslos war. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt noch mal hier eine Nerdfrage an euch loswerden. Ging das ohne irgendwie großartig Ruckler? Also waren da zwischendurch jetzt Aussetzer? War ich mal weg beim Umschalten von der großen Kamera auf das Handy oder ging das relativ nahtlos? Das wäre jetzt mal so für mich persönlich interessant. Zumindest für den Nerd in mir und auch für den Eddie. Holgi lässt 5 € Superchat da. Holgi, ganz, ganz lieben Dank. Und er schreibt, danke für den genialen Stream. Samt spannendem Umzug und Live-Aufbau. Ja, Dankeschön. Volkert lässt auch nochmal 5 € Superchat da. Volkert, ich danke dir. Und die liebe Christa mit 2 € Superchat dabei. Danke, ihr Lieben. Oh, 23,99 von der trockenen Pfütze. Herzlichen Dank dafür. Und Rudi 16, 11,99. Er schreibt sensationell. Dankeschön. Also ihr schreibt weitestgehend alles ohne Aussetzer und nahtlos. Ja, das ist schon, wenn ich heute Abend nach Hause fahre, kann ich mich selbst ein bisschen feiern. Vivi-Foto lässt 20 € per PayPal da. Vivi, ganz lieben Dank. Du bist wirklich mit Leidenschaft unterwegs bei Wind und Wetter. Toll zu sehen, wie schnell du das Equipment ab- und wieder aufbauen kannst. Grüße von Uli. Ja, das ist, in der Tat dauert es tatsächlich gar nicht so lange. Es sieht natürlich von außen immer nach sehr viel Gerödel aus. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie noch eine helfende Hand gehabt hätte, dann wäre das vielleicht sogar noch schneller gegangen. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel die Handykamera gehalten hätte. Das hätte wunderbar funktioniert, aber so ich weiß gar nicht, wie lange hat denn der ganze Umzug jetzt gedauert? Mag mal jemand vielleicht auf YouTube zurückspulen? Ihr habt ja eine Uhrzeit. Wann habe ich angefangen? Wann habe ich auf das Handy umgeschaltet und wann wieder auf die große Kamera? Wie lange hat das gedauert? 20 Minuten? Hans-Jürgen, für eine Tasse Milchsuppe, 5 € Superchat. Oh, Hans-Jürgen, mit Milchsuppe kannst du mich aber jagen, ganz ehrlich. Also Milchsuppe ist so gar nicht mein Ding. Und alles was mit warmer Milch zu tun hat, da bin ich auch raus.
Aber die ist noch nicht so richtig gerade, die Kamera, oder? Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. So ist etwas besser. Ja, also warme Milch, gar nicht so mein Ding, aber trotzdem natürlich ganz, ganz herzlichen Dank. Also ihr schreibt verschieden, zwischen 22 und 35 Minuten. Naja, wenn wir mal über den Daumen eine halbe Stunde sagen, dann ist das okay. Also mit einer helfenden Hand und etwas mehr Vorbereitung und Organisation hätte ich das vielleicht auch in 20 Minuten hinbekommen. Der Kölner Kai ist seit 16 Monaten dabei. Kai, herzlichen Dank, vielen, vielen Dank. Er schreibt Hallo zusammen und danke für all euer Tun. Ihr Lieben von Hamburg Hafen Live, alle Helfer und natürlich Tanja und Paddy. Kai, ganz lieben Dank. Der Reik lässt noch 2 Euro Superchat als Erschwerniszuschlag da. Danke. Und Ute mit 2 Euro Superchat schreibt, du bist der größte Paddy. Dankeschön. Und dann haben wir noch die Jutta im 5. Monat auf dem Fischmarkt. Danke, ihr Lieben. Da hätte ich in der Tat bei dem anderen Standort echt noch lange warten können, wenn die jetzt hier ganz genüsslich erstmal den Schornstein aufsetzen. Ich hätte gedacht, dass sie das am Ausrüstungspier machen und nicht hier, jetzt wenn sie das Schiff aus der Halle rausgezogen haben. Die Elke hat ein Upgrade auf Speicherstadt durchgeführt. Dankeschön. Ja, Hannes, das kann man leider nicht ändern. Das sind halt hier alles öffentliche Anlagen und bei so einem Ereignis hast du natürlich auch andere Menschen und dann hast du natürlich auch da das Gesammel. Das ist ganz normal. Klar wäre das natürlich schön, wenn man hier alleine wäre und das alles für sich hätte, aber da muss man einfach ein Auge und auch die Arschbacken zusammenkneifen. Schwester Hansen bestätigt, dass die Sicht viel besser ist. Ja, Mensch, Schänzchen, das wäre doch schön, wenn du dabei gewesen wärst bei diesem Abenteuer, oder? Das wäre doch was gewesen. AB fragt, ob ich was zu den Setup-Kosten sagen kann, was das ganze Equipment kostet. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ein sehr teurer Teil ist sicherlich das MacBook, was ich hier habe, was man aber nicht zwingend braucht. Also da tut es eigentlich auch jeder andere Rechner. Dann die Kameras, also Stativ, ich würde mal sagen irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Aber ganz genau kann ich es dir nicht sagen, was das alles kostet. Müsste ich mal aufdrödeln. Das Schlimmste daran ist aber, dass ich leider in meinem Leben halt auch schon ganz viel Equipment gekauft habe, was ich dann nicht brauchte. Also das Geld, was ich unnötigerweise ausgegeben habe, das tut viel mehr weh als das, was dann auch wirklich im Einsatz ist. Twitch der Don 84 im 2. Monat mit dem Prime Sub dabei und er schreibt, klasse, wie der Umzug ohne Probleme funktioniert hat. Ja, das freut mich auch. Ganz lieben Dank dafür. Und Jack Bird lässt nochmal 5,99 Superchat da. Schreibt vielen Dank fürs Durchhalten. Hoffentlich reicht der Proviant. Ja, ein bisschen was zu futtern habe ich noch. Aber ich fürchte, mit der Nova heute Abend, das wird dann nichts mehr, weil die geht ja um 18 Uhr raus, 18:30 Uhr oder so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das alles nichts mehr wird. Es sei denn, wir sagen gleich irgendwann, wir lassen das Schiff sein. Aber jetzt würde ich eigentlich schon noch ganz gerne sehen, wie sie das aus der Halle rausholen. Also jetzt irgendwann zu sagen, man hört auf, das wäre ja auch doof. Und naja, Nova haben wir ja nun auch wirklich jede Woche. Dann könnte man lieber überlegen, ob man die Nova sausen lässt und vielleicht morgen ganz früh aufsteht zum Erstanlauf der Gdansk Express. Ach, guck mal, Basti ist auch wieder da. Hi. Basti, warum hast du mir das nicht eher gesagt, dass ich mich hier hinstellen soll? Du sollst ja keine guten Bilder haben, oder? Du bist
aber auch wieder echt. Ich bin nicht gemein, nein. Ich habe mich sowieso gewundert, wieso Ich habe mich gewundert, ich habe dich da hinten gesucht. Ja, das Problem ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass die jetzt so lange hier zugange sind. Ich hatte halt, wegen dem Schornstein, ne? Das dauert jetzt. ich hatte halt gedacht, dass sie den Schornstein am Ausrüstungskeil machen. Nee. Ja, hättest du Das mir auch hätte ich mal dir vorher sagen können, gell? Frag mich doch. hier also Basti kriegt erstmal eine gelbe Karte. Zieh mal zu, wie du So, gleich umziehst. so geht das nicht. Wie sieh mal zu? Ich bin doch gerade umgezogen. Ja, du willst doch wieder zurück, oder nicht? Das weiß ich noch nicht. Also ich gucke jetzt mal, wenn das Schiff hier gleich fährt, ob ich noch mal umziehe. Ich weiß gar nicht, ob die Akkus alle noch reichen. Also aktuell wird halt der Schornstein montiert. Das Spiel kennen wir alle. Bis dann, Better. Gute Besserung dir. Die Sicht wird besser. Aber ich sage euch, spannender war es, als man das Schiff nicht gesehen hat. Oh ja. Da konnten wir raten, welches Schiff es ist. Also jetzt ist die Katze aus dem Sack, das Schiff aus dem Nebel. Jetzt hat es jeder gesehen und irgendwie. Kannst abbauen. Also ich sag mal, die Spannung mit einem Schiff, das man nicht sieht, Ist größer. war deutlich größer. Also die Zuschauerzahlen bröckeln auch, die Leute haben das Schiff gesehen. Ach, Paddy, also taktisch mal wieder voll ins Klo gegriffen. Frag mich nächstes Mal. Wieso hast du ihn überhaupt da hinten hingeschickt? Ich habe ihn da nicht, wusstest doch, wo das ich hab ihn Ding da nicht aussieht. hingeschickt. Ich habe nur gesagt, das ist der Standard, wo du am wenigsten umziehen musst. Ja, stimmt auch wieder. Aber Ja. ich konnte nicht damit rechnen, dass du 2 Stunden lang nichts siehst. Ja, also ich sag mal, bei klarer Sicht hätte man ja auch wunderbar aufs Schiff Natürlich, sehen können, klar, ne? klar. Mit dem dicken Zoom-Objektiv. Also man hätte eigentlich alles gesehen von da hinten, wo ich stand. Aber bringt ja nichts, wenn der Nebel da ist. Wir hätten nur letztes Wochenende rausgehen sollen. Besser. Aber diese Parade an Dixie-Klos vorne auf dem Bug finde ich auch sensationell. Ich habe die sogar jetzt noch in der Luftaufnahme drauf. Super, ey. Oh, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich Geld bezahlen gleich. Ich habe das S-Wort verwendet. Haben sie die nicht sonst immer im Heck abgestellt? Wieso steht die auf einmal jetzt vorne? Ja, im Heck hätte es mir besser gefallen. Ja, mir auch. Warten wir ab. Jetzt ändert sich ja noch ein bisschen die Wette. Weißt du Bescheid, das mit Enten? Ja. Geil, freue mich drauf. Ich poche ja noch so ein bisschen auf morgens früh. Was ist in Emden? Das Schiff wird hier überführt, geht wohl erst nach Emshaven, Material aufladen, Probefahrt und dann nach Emden. Wird dort ausgestattet. Diesmal zum ersten Mal. Okay. wieder. Also nicht in Emshaven. Aber mit dem Forschungsschiff, da kriegen wir bald nichts mehr mit. Schade. Jetzt wird der Nebel hier so dicht, dass wir Super, jetzt selbst von hier wieder. fast wieder nichts mehr sehen. Heute. Entschuldigung, dass ich den mitgebracht habe. Aber mit dem Forschungsschiff war es auch nichts, oder? Mit dem Forschungsschiff war es auch nichts, oder? Nee. Es hieß ursprünglich mal, dass die, Ja. wenn die Asuka draußen ist, die Halle wechseln soll. Von Halle 6 in Halle 5. Also war doch geplant. Aber das haben sie jetzt wohl überworfen, weil sie an Halle 5 aktuell Halle 6 keinen Druck haben. Ja, Deswegen stimmt. musste er erst in der zweiten Jahreszeit raus. Aber geplant war vorher schon, dass sie nach Berne geht. Das Geräusch war übrigens eine Capri-Sonne. Ist das ja wohl alles wahr gewesen. Oh Leute, guckt euch das mal an, wie schlecht jetzt die Sicht hier geworden ist. Gibt's doch gar nicht. Aber Disney hat ja auch wieder geändert. Erst 4 und dann jetzt 5? Die müssen auch wenn Aber schön, das ist klein. Ja, aber davor kommt ja noch eine 5. Wischklasse. Also nach der Destiny ist ja nicht Schluss.
Und dann kommt erst das Orbital-Ding da. Ja. Papa, das ist Auftauche. Papa, bei Nebel war das. Ja, das sieht man nicht. Ja, die kommt ja, dafür wir ja noch. AB fragt, was das Liken bringt. Also das Liken ist eigentlich nur eine Aufmerksamkeit demjenigen gegenüber, der hier bei Wind und Wetter steht und euch diese Bilder bringt. Und dadurch, dass ihr auf den Like-Button bei dem Video drückt, sagt ihr YouTube, hey, das ist ganz cool, was er macht. Beim nächsten Mal könnte man das auch anderen Leuten vorschlagen. Ja. Oh Mann, ey, guckt euch diesen Nebel an. Da sieht man auch nicht viel, oder? Ja, Das ist echt. Du kriegst es besser mit der Halle nochmal drauf. Ganz schön. Das stimmt. Ich bin immobil. Ja, da hast du einen Vorteil. Ich muss mich ja morgen früh mal gucken, wie ich das wieder anfahren. Das wäre ja perfekt. Ich bin auch am Überlegen. Das Wetter wird morgen richtig gut. Schön knackig kalt. Danke. Ist ja nicht so, dass ich schon nur durchgefroren bin. Ich habe eine Heizweste. Achso, super. Die läuft sich gerade warm. Das ist super. Jetzt kurz verschmort, riecht einfach Bescheid kriegen. Wie bei der Witze mit der Treasure. Also jetzt kann man nicht mal mehr den Schornstein sehen. Also beziehungsweise nur schemenhaft. Nimmst du den Wind ein bisschen Nebel mit, oder wie? Ich pack den Wind in den Rucksack. Sehr cool. Ist cool, ja, muss ich auch sagen. Ich hatte selten sowas im Nebel. Schön mit Schwarz-Weiß-Fahrt arbeiten. Das hatte ich einmal kurz vor der Disney Wish weggefahren ist. Da kamen wir hier an, alles klar. Und wir kamen dann, ich ging da weiter hinten und da war der Nebel. Hafenpüppi, da fuhren wir weg, da war der Nebel weg. ganz lieben Dank. Sie schreibt, bester Kanal ever. 18 Monate ist sie dabei. Herzlichen Dank. Und der Knut vom Oberharz schickt 5 €. Nebelzulage. Bei Sonne kann ja jeder streamen. Wir sind aber nicht jeder. Ja, das ist richtig. Tja, und mal ist es so und mal ist es so im Stream. Was willst du machen? Ich glaube, dein Objektiv ist beschlagen. Ich sehe nichts. Den Witz mit dem beschlagenen Objektiv, den habe ich schon vor 2 Stunden im Chat gelesen. Oh. Basti, da Aber musst nicht von mir. Da musst du früher aufstehen. Niklas fragt, ob wir schon mitbekommen haben, dass Disney weitere Schiffe bestellt hat. Jawohl, haben wir auch schon mitbekommen. Mike Lubisch ist auch seit 12 Monaten dabei. Dankeschön. Hast du die neue Friesenbrücke auch schon gesehen? Wäre, glaube ich, jetzt bei dem Wetter auch definitiv. Ich glaube, das werden aber viele aufsuchen bei der ersten Führung. Deshalb bin ich am Überlegen, das ist nur von einer Seite aus und machen mit Luftaufnahme, mehr geht nicht. Da stelle ich mich nicht hin, ey. Mir gefällt die Farbe nicht. Wir hätten so ein schönes dunkelgrün hätten sie machen sollen. So wie die alte. Ja, schon mal wieder. Sonst die Konstruktion finde ich eigentlich ganz gut. Aber wie die beleuchtet ist, wir sehen sie bis nach West-Oberleding sogar. Ja, das Schiff ist natürlich jetzt nicht so imposant wie die großen, die Meyer zuletzt gebaut hat. Das war ja einmal die Carnival Jubilee und dann die Disney Treasure hieß die letzte. Das waren natürlich alles Schiffe so in der Region von 340, 350 Metern. Riesendinger, sehr imposant, aber Meyer baut natürlich auch kleinere, darum haben sie hier auch diese zweite Halle. Das ist nicht das ganz große Baudock. Die Azuka hat eine Länge von 230 Metern so roundabout, ist ungefähr so 30 Meter breit und hat Platz für 730, 740 Passagiere. Weißt du das, Basti? 740 oder sowas? 40. 740 Passagiere. Ist für die
japanische Reederei NYK Cruises und soll wohl auch in erster Linie für den japanischen Markt sein. Also ich denke mal dann auch da hinten irgendwo in Asien rumcruisen. Was die genau für Routen fahren, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Petra fragt, ob sie vorwärts oder auch rückwärts durch die Ems geht. Also üblicherweise gehen die Schiffe eigentlich alle rückwärts bei der Ems-Überführung durch. Ich denke mal, dass das bei der Asuka 3 auch der Fall sein wird. Die ist natürlich nicht ganz so groß wie jetzt zum Beispiel die Disney. Das ist manövriertechnisch etwas entspannter. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir sagen lassen, dass es für das ganze Manöver einfacher ist, die Schiffe rückwärts über die Ems zu schleppen, weil sie dann mit den eigenen Antrieben noch mal so ein bisschen Wasser unter den Kiel schaufeln können und das Schiff halt auch rückwärts das Manöver über die Ems besser fahren. Das lässt sich einfach besser manövrieren, habe ich mir sagen lassen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das mit der Asuka 3 auch der Fall sein wird, dass sie das Schiff rückwärts über die Ems überführen. Das Ganze soll aller Voraussicht nach Anfang März stattfinden. Ob das so ist oder so sein wird, das steht noch nicht ganz fest, aber zumindest gibt es wohl einen Auftrag für das Aufstauen der Ems. Dann wird ja das Ems-Sperrwerk in Gandersum geschlossen und die Ems aufgestaut, damit dort ein entsprechender Wasserpegel ist. Das dauert, wie lange dauert das? 2-3 Tage oder so? Ne? Nee, ein paar Stunden. Ein paar Stunden nur? Ja. Halben Tag oder so? Ja, 5-6 okay. Stunden. Okay, also es dauert ein paar Stunden, sagen wir mal einen halben Die Tag. fangen halt das Hochwasser quasi ein, das letzte vor der Überführung, dann machen die einmal zu. Ah, okay. Dann brauchst du nicht mehr so viel nachzupumpen. Ah, okay, alles klar. Und ja, da gibt es auf jeden Fall irgendwie einen Auftrag für die erste Märzwoche, glaube ich, wo 3. März. gesperrt werden soll. Und dann, Die ist Montag am drin, oder was? ist das ein Montag? Wirklich Montag. 2. oder 3. März. Ah, Montag wäre ja super. Super. Für dich immer der entspannendste Wochentag, ne? Montag finde ich klasse. Ja, Guter Kommt nur Wochenstart. drauf an, ob das Wetter mitspielt. Wetter muss mitspielen. Montag ist immer super. Ja. Montag ist der neue Sonntag. Habe ich wieder ein leckeres Wochenende. Also das ist ja hier immer ein Spiel mit der Zeit, mit dem Wetter. Richtig, Elfi. Ich stehe jetzt ganz woanders. Ich bin zwischendurch umgezogen. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen verkackt. Mir fehlte die Weitsicht und habe mich mit dem Nebel dann doch verzockt. Da, wo ich am Anfang stand, hätte ich das Schiff sehen können, aber der Nebel wollte einfach nicht verziehen. Und deshalb bin ich dann einmal mitten im Stream eben umgezogen und ja, stehe halt jetzt hier. Wo es auch nicht spannender ist als vorher. Ich bin auch gerade persönlich. Schwenkt weg. Ja, der eine Kran geht weg. Oh, jetzt haben wir richtig Action im Bild. Der eine Kran schwenkt weg. Ist das der hintere? Der vordere ist noch. Der vordere ist noch dran. Leute, das nächste Highlight nähert sich. Trommelwirbel. Es ist wirklich, es ist so eine Mega-Action. Das ist hier wie bei den Ninja Warriors Papenburg. Also mit Fotos nicht hinterher. Du kommst nicht hinterher. Es Ganz ist schlimm. Ja, ein Hoch auf den, der heute einen Zeitraffer gemacht hat. Oh ja. Ein Bild alle halbe Stunde. Auf jeden Fall schwenkt der eine Kran weg. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Was ist denn das für ein komischer Aufbau, wo der Schornstein drauf ist? Das werde ich auch nicht verstehen. Das sieht so komisch aus. Jetzt wird das so eine riesige Entlüftungsanlage sein für das Ding. Das Ding da, dieses Sportplatzding, dieses Netz. Ja, mir auch ist zu nicht. groß. Ich bin selbst gespannt, wie das Overdeck aussehen wird. 20 € vom HH-Spotter. Ganz lieben Dank für das Ausharren im Nebel. In der Region Hannover sieht es nicht besser aus. Und als kleiner Zuschuss für ein höheres Stativ für die zweite Kamera oder eine große Thermoskanne
Herzlichen Dank. Also das zweite Stativ, muss ich in der Tat sagen, noch höher. Das Problem ist einfach der Zaun. Ich kann, also was ich mal probieren kann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so mal eben on the fly geht hier. Ob ich jetzt eigentlich mit dem Handy, kann ich jetzt einfach auf das Handy umschalten. Habe jetzt zwar kein... Also dann könnt ihr noch mal hier so ein kleines Behind the Scenes machen. Ich habe jetzt zwar keinen Gimbal dran, aber ich probiere jetzt gleich mal, ob ich einfach so auf den Gimbal komme. Auf einer Bank und da auf der Mauer. Und wenn ich würde da halt gar nicht anders rankommen, das ist halt das Problem. Aber von der Höhe wird das eigentlich schon funktionieren. Ja, und so seht ihr mal hier noch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Hier, da unser COM-Modul. Ist auch ein bisschen chaotisch, das sah vorhin auch mal alles besser aus, als ich die, bevor ich abgebaut habe und alle Kabel einfach reingeschmissen habe. Okay, so mal gucken, ob ich jetzt hier wieder zurückkomme. Zack. Oh, der zweite Kran. Leute, Achtung. Guckt euch das an. Haltet eure Kameras. Guck mal über dir. Oh, blauer Himmel über mir. Blauer Himmel. Ich brauche übrigens, ich habe noch gar kein Foto von diesem Schiff gemacht. Das mache ich jetzt mit dem Handy. Anfänger, sagt er. Anfänger. So, guck mal. Die geht weiter raus. Tatsächlich, die ziehen ihn jetzt schon. Die bewegt sich. Jetzt geht's alles ganz schnell. Das Schiff bewegt sich. Leute, ich eskaliere hier völlig. Naja, ganz Millimeter, aber so langsam geht's. Wahnsinn. Jetzt darfst du aber nicht vergessen, der kleine Schlepper zieht auch immer die Kufen mit. Nee, die bewegt sich nicht. Wie schnell das geht. Als gleich die Sonne rauskommt, brauchen wir Sonnenbrillen. Wenn gleich die Sonne rauskommt, dann heulen alle wieder über das Gegenlicht. Oh ja, natürlich. Da musst du den Filter raufschrauben. Ja. Oh Gott, ich sehe nichts, ich werde geblendet. Weil so wie die Sonne jetzt steht. Ja, kriegen wir die volle Kanne ab. Ja. Aber guck mal da hinten. Das volle Suppe noch. Das ist jetzt der blaue Himmel, der von 14 Uhr angekommen ist. Ich will noch mal hier, wo die Action ist. Der Kran fährt nämlich zurück. Da ist die eigentliche Action hier. Das sind nur noch ein paar Meter, die so raus. Welcher Kran war das denn nochmal? Der so direkt in die Reihe Halle ist der hinter dir, ne? Wer bewegt sich denn jetzt der Kran? So, dass die Traverse ablegen können wahrscheinlich. Aber das Schiff bewegt sich doch nicht, oder? Habt ihr Gespenster gesehen? Sieht immer so aus. Wir haben nur so einen reiner Hoffnungsschimmer. Ja. Du darfst ja nicht vergessen, Thomas ist in der Hosenhalle. Schwester Hansen fragt, ob es schon hornen kann. Nein. Nee. Ja, ist tatsächlich. Ohne den Mast geht nichts. Der Mast liegt noch an der Pier, das kommt noch. Kein Horn. Wofür stehe ich hier eigentlich? Weiß ich nicht. Zeitvertreib. Kalte Füße, kalte Finger. Ja, soll ich gleich wieder zurück umziehen? Ich helfe dir. Ich helfe dir auch. Du musst ja die gelbe Karte wieder irgendwie weg. Ja, hier eine gute Frage, wieso ich nicht nebenbei angel. Ja, das ist, also das wäre in der Tat jetzt hier im Werfthafen ein bisschen angeln. Das lohnt sich nicht, hier sind keine Fische drin. Auch nicht irgend so ein Schnodderaal? Einmal durch die Schiffsschraube gedreht. Ja, super. Wir freuen sich. Nein, hier sind keine Fische drin. Nee, nix. Aber der ist schon fast raus. Der verschwindet aber wieder. Im Nebel. Die ziehen den gleich wieder rein, die haben auch keine Lust mehr zu frieren. Scheiße, ist so kalt. Aber viel weiter oben. Verarscht. Weg. Der Salmonix hat gerade wirklich eine Halle gedacht. Ja.
Kadjala meint, ich soll meine Besuche bei der Meyer-Werft ankündigen mit Wunschliste. Horn- und Winkelcrew. Ich glaube, das interessiert die Leute bei Meyer auch nicht, ob ich hier bin oder nicht. Wenn ihr das wollt. Ist gar kein Thema. Weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Jetzt verteilen wir erstmal ein paar Schlüsselanhänger an die Kinder hier. So, guck mal hier, für die Kinder haben wir doch mal was. Wollt ihr einen Schlüsselanhänger? Was magst du denn? Einen Schlepper oder eine Landratte oder eine Möwe? Ein Schlepper? Eine Landratte oder eine Möwe? Die Landratte? Landratte oder Teppichratte? Entschuldigung. So. Kannst du zum Parkplatz laufen? Kai fragt, ob das Schiff schon selbstständig fahren könnte. Ja, also das Schiff ist fahrtüchtig. Meistens ist es auch so, dass wenn die dann jetzt an der Ausrüstung Pier sind, dass die dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch so ein paar Antriebstests machen. Dann fahren die so ein bisschen da durch den Werfthafen, machen da ein paar Manöver. Also es kann schon fahren. Ach, ich weiß, was ich vorhabe. Oh, ich gehe jetzt auch am besten. Klappe? Nö, die war nicht auf. Oh, wir haben das schon mal gemacht. War bestimmt teuer. Ja. Haben wir schon alles gelebt hier. Alles klar. Mal, da bin ich nicht da. Danke. Groß? Aber guck mal, jetzt haben wir 13 Uhr, haben wir die Zeit auch gut rumbekommen. Nee. Ich finde das ganz lustig. Ich habe nämlich ihren Chat verfolgt. So ein bisschen. Ich meine, wir kommen aus der Umgebung, aber das war ganz interessant, um zu wissen, wie weit sie sind. Am besten, ihr verschickt den Link an alle, die ihr kennt, per WhatsApp. Okay. Mit alle einschalten und zugucken. Ja, mein Bruder arbeitet hier. Der hat uns da auch, oder hält uns da auch meistens so ein bisschen auf dem Laufenden mit. Ja, dann soll er mal winken. Nee, der ist heute nicht da. Er hätte eigentlich arbeiten sollen, aber der hat freigekriegt. Ja, dann wissen wir jetzt auch, warum das alles so lange dauert. Wenn er da gewesen wäre, dann... Na, wäre er in der Großen gewesen, bei der Disney. Kabelziehen. Ach, super Ding. Der hatte damals von der Treasure hat er mir Bilder geschickt vom Werfgelände, wie sie weggegangen ist. Ich habe ihn am Hafen noch gesehen. Voll das Funkelding. Die nächste kriegt das Spider-Man dran. Hab ich auch schon gesehen. Das wundert mich persönlich zum ersten Mal, dass die sowas machen. Das war jetzt direkt vom Werfgelände. Das hier war der Ausfahrt, ne? Ja, wir sind losgegangen. Scheiße, kann ich gleich machen. Und das war dann mit dem Feuerwerk noch. Ja, weiß man schon, warum die so lange brauchen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Einer von uns gut drauf gekriegt. Wie gesagt, das war jetzt direkt hier vom Werfgelände. Ja, das hatten wir auch im Livestream, die Disney. Was? Nee, das haben wir nicht gesehen, da konnten wir nicht. Ihr wart in der Schule.
Da sind wir nachher noch nach Wena gefahren. Hafen. Ja, und das aber mit der Drohne aufgenommen, ne? Also ausdocken aus der kleinen Halle In den einen Gruppenchat, wo ich ist definitiv etwas Entspannendes, um es mal positiv auszudrücken. Kreuzfahrtschiffe Meyerwerfer ist das schon bei mir. Ich habe da umgeändert. Facebook? Mhm. Ja, deshalb war ich der Erste mit den Informationen mit dem Ausdocken. Und hier kein anderer. Ah. Das wird. Ja, genau, das ist meiner. Bin auch Mitglied. Genau, du schickst ja auch immer so die Bilder das mit. macht ja leider keiner von den anderen Jungs, das stört mich ja persönlich. Genau, und danach habe ich mich dann auch so ein bisschen gerichtet. Tja, Leute, ich weiß gar nicht, Ich hatte die Information, was seit ich euch Weihnachten. noch zeigen kann. Okay. Aber ich muss halt vorsichtig sein, es gibt so viele Leute, die sagen, das stimmt nicht, das ist nur ihr Glaube. Und ich muss auch meine Leute schützen, die ich da habe. Ja, und das mit der Disney, da war ich selbst ein bisschen überrascht, dass du das da reingestellt hattest. Das machen wir immer, den Fahrplan. Herbst, September, Ems-Überführung, da freue ich mich schon drauf. Also von besserer Sicht kann hier auch gerade überhaupt nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil, es wird wieder schlimmer. Letztes Jahr im Herbst weggegangen. Dann immer Treeworker sagt, anscheinend ist das nun der lustigere Standort. Ja, hier wird viel gesabbelt im Hintergrund. Und wird schon Mitte Oktober übergeben. Ja. Das ist diesmal jetzt richtig blöd. Man hört euch übrigens hervorragend auch im Stream. Wollte ich nur mal sagen, falls ihr irgendwas erzählt, was nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Alles gut. Ja, also irgendwie die PIN-Nummern oder das Kennwort für euer Golddepot. Nee, ich sag mal, ich gucke seit der Oriana, gucke ich mir die Überführung an. Ja. Oh, der Bielefelder ist auch wieder da. Ich finde das immer interessant, die ganzen Städte so, diese Unterschiede zu sehen, ne? Ich gebe meine Gruppe noch Abwechslung durch die Drohnenbilder. Ja. Weil das, was Abwechslung finde ich reich ist. Weil das hat nicht jeder. Jetzt sieht sie ein bisschen wieder Ja gut, das ist dann halt, so sieht man so Nebel. Oh, heute wird dann auch nichts mit Drohne. Ich habe es gerade mal versucht. Wie lange läuft denn der Stream jetzt schon? 3 Stunden, oder? Hoi, 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 hoi. Sportplatz. Überdacht. Ja. Das ist sehr schön. Jonas, das wäre doch was für dich. Nein, die Dixie-Klos, glaube ich, bleiben nicht für die Passagiere. Das Lustige, die heißt, wieso... Ich denke mal, das ist eine ganz praktische Geschichte, denn wenn die da am Arbeiten sind auf dem Schiff, könnte ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht noch keine funktionierenden Klos sind. Die Arbeiter benutzen können, ich schätze mal, dass da überall irgendwie Dixie-Klos vielleicht auch am Heck irgendwo sind, weil bis die vom Schiff runter sind, dann in die Werfthalle rein. Das wird, das würde ein bisschen dauern. Remo meint, wir steuern auf einen Rekord zu, schon 3 Stunden und 16 Minuten. Ja, ich glaube, der Rekord liegt aber in der Tat bei über 5 Stunden. Aber immerhin ist es, sag ich mal, der längste Stream mit der wenigsten Action und der wenigsten Sicht. Susanne sagt, einpacken und ab nach Hause. Hallo? Susanne? Aufgeben? Also ich möchte jetzt zumindest noch sehen, wie dieses Schiff aus der Halle rausgezogen wird. Das möchte ich jetzt noch sehen. Einmal ein bisschen Bewegung. Wir kommen aus Neukamp-Hafen. Ach so, ja. So, wir haben es dann auch nicht weit. Na, und wie gesagt, das ist immer ganz angenehm. Ja, ich arbeite mit Leseecho zusammen, falls ihr das was sagt, wir Ja. Lerner. Arbeite ich zusammen und so. Und der hat mich gefragt, gehst du da hin? Ich habe gesagt, ja, mal gucken. Aber war auch geplant. Ja. Mario schreibt, wir bleiben dabei. Jawohl. Also das Coole ist natürlich, ich hatte jetzt heute einfach mal so ein bisschen als Vorsichtsmaßnahme den größeren Akku wieder dabei. Aber das neue Setup, also unsere neue Streaming-Box hier, braucht so wenig Strom, dass ich noch 80% Akku habe. Also das ist in der Tat wirklich bemerkenswert. Bei dem alten Setup wäre jetzt schon locker über 50% weg. Also das ist echt geil, wie wenig Strom das alles jetzt nur noch braucht. So viel Nebel wollte ich nicht. Immer nach hinten. Ich habe mir
Taschenlampe-Infos. Gut, dass du den Podcast machst. Thorsten schickt ein paar Grüße aus Haaren vom Kamerakollegen, der neben mir stand. Du bist ein sympathischer Kerl. Ganz lieben Dank. Ich habe ja gesagt, ich fahre nach Hause ins Warme. Ja, Thorsten. Wie gesagt, das Angebot steht. Ne? Also, wenn du einen Käufer findest für das Material, sag Bescheid. »50-50«. Nordkalifornien fragt, ob es irgendwo eine Zusammenfassung über das Setup mit allen Geräten gibt. Nee, das gibt es nicht. Und ehrlich gesagt ist das mittlerweile auch so ein Gewusel hier. Und sehr, sehr viel ist mittlerweile auch selber entwickelt. Also das Teil, mit dem ich hier streame, das Bonding-Gerät, also Bonding ist ja, damit man über mehrere Leitungen streamen kann, das ist mittlerweile eine Eigenentwicklung. Das ist nichts, was man kaufen kann. Das hat der gute Eddie für mich gebastelt. Und das ist aber mittlerweile halt auch das Herzstück der ganzen Geschichte. Und was aber jetzt Kamera und so weiter angeht, da haben wir so einen Link, haben so einen Equipment-Link. Ich weiß nicht, falls jemand von unseren lieben Moderatoren den gerade zur Hand hat, vielleicht kannst du ja mal Equipment-Link raushauen. Da steht, was so an Gerätschaften hier im Einsatz ist. Wobei das auch immer nicht alles so hundertprozentig tagesaktuell ist. Bewegt sich was? Da schreibt jemand, es bewegt sich was? Das kann doch nicht sein. Nein, da bewegt sich doch nichts hier. Leute. Das war's mit der Sonne. Ja, Sonne weg, Nebel da. Das wird nachher interessant. Ist es. Ach. Aber das Schöne ist, alle sind wieder da. Die haben alle Pause gemacht, saßen in ihren Autos. Ja. Warmen Kaffee getrunken. Ja, danke fürs Mitbringen. Bis hierhin war er wieder kalt. Dann hatten wir durch, oder? Nein, da bewegt sich nichts. Da bewegt sich gar nichts. Treeworker, ach, das habe ich eben ganz übersehen, Mensch, im 3. Monat schon, mit dem Prime Sub dabei. Aber was ich gelesen hatte, du hattest geschrieben, anscheinend nun der lustigere Standort, Gruß in den Hintergrund. Ganz lieben Dank, hatte ich eben aber übersehen, dass du einen Prime Sub da gelassen hattest. Danke dir. Und Rainer Bonet lässt 2 €. Tipp per PayPal da. Danke, Rainer. Was war das früher tatsächlich, als das Elbfeuerwerk noch nicht da war? Ja, stimmt, da mussten wir Pause einlegen. Ja, von der Jan-Berghaus-Brücke immer. Und der einer hat sich ja festgefahren von der Jan-Berghaus-Brücke. Ich glaube, das war die Aurora damals. Das Gartentheater. Da musste erst der Bagger kommen, dieser Schiffsbagger. Mist, mein Kontrollmonitor ist kaputt. Frei machen, damit
Das ist eigentlich ein Touchscreen, aber der Touch geht nicht mehr. Ich kann die Helligkeit nicht mehr einstellen. Ja gut, der hat aber auch schon ein paar Streams auf dem Buckel. Jonas, die Bruno 4, kommt die hier weiter her? Sieht aber so aus. Andreas Preuß, 18 Monate auf der Speicherstadt. Da bewegt sich nichts. Ich bewege mich auch nicht. Perfekt Bild hingekriegt. Oh, schade. Na, wo wart ihr denn? Standort checken. Von deinem Standort sieht man nichts. Von dem alten. Meinst du, ich hätte da stehen bleiben sollen? Nein. Wäre spannender gewesen. Ja. Kannst Weil- du Pixel im Nebel zählen. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe, glaube ich, selten so viele Daten für gleiche graue Pixel verschwendet wie heute. Ich das auch. Also Super. der Nebel in dieser Auflösung. Das täuscht nicht. Die Bruno 4 hat sich in Bewegung gesetzt. Mann. Der hat die Motoren angeschmissen. Dann habe ich doch recht gehabt mit dem Ja, das Motorgeräusch. siehst du entweder da an der Seite oder gleich hinter ihm. Ja, Schiff steht noch. Ist das im Vergleich vorne zu den Balken? Da tut sich noch nichts an. Nee, noch nicht. Also eine Stunde Mittag. Aber war gerade richtig schön mollig im Auto. Konnte schon in den Podcast gucken, bis das im Auto war. Ja, ist schön. Du, ich habe aber hier meine Heizweste an, also mir ist auch nicht kalt. Ich habe Heizsohlen in den Schuhen, also Perfekt vorbereitet. ich schwitze quasi. Andreas 249 Anti-Bewegungsspende. Herrlich. So lieben wir das. Oben von Deck haben sie auch schon geschrieben, fahren wir weiter. Also habe ich mich gerade doch nicht verhört. Gut, dass es nicht regnet, schreibt Elfi. Ja, also wenn es regnen würde, dann glaube ich, wäre das Durchhaltevermögen leicht verringert. Haben doch eh auch gerade da. Der Nebel ist doch in den eh gehalten. Aber wer hat denn gesagt, dass ab mittags der Nebel weg sein soll? Also haben die gar kein Ei. Eben habe ich mal Sonne gesehen. Ja, Ja. ich auch. Du warst immer. Einmal kurz. Nee, der Transponder ist noch nicht an vom Schiff. Die Disneys haben die immer schon in der Halle an. Manchmal. Normalerweise steht es dann, wenn sie an. Die Silverway, die hat die immer an. Sah so aus wie ein Containerschiff da auch eigentlich. Ja, das war lustig. Volker, 2 Euro Superchat und der meint auch, die Auflösung ist okay, der Nebel ist gut erkennbar. Ja. Ja, gut. Doch, Das Gute ist, bei dem Bild merkt auch keiner, wenn der Fokus mal daneben liegt. Oh ja. Ich kann heute Schwarz-Weiß-Bilder machen. Super. Ja, schwarz-weiß hatte ich vorhin schon. Ja, Holgi haut 5 Euro Superchat raus und schreibt Männer, die auf Ziegen starren. Ein Film auf 2009. Neuverfilmung Männer, die auf Nebel starren. Es gibt ja auch so einen wunderbaren Bildband. Da müsst ihr mal googeln. Es gibt ein Bildband Frauen auf Bäume. Oder auf Bäumen. Frauen auf Bäumen. Googelt das mal. Also wirklich, das ist Frauen auf Bäumen. Habe ich mich damals schon mal im Fotoschnack drüber lustig gemacht. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich Frauen auf Bäumen. Wie kommt man auf die Idee, davon einen ganzen Fotobildband zu machen? Also auf jeden Fall ist hier beim Schlepper ein bisschen Bewegung drin. Was? Genau, Holgi. Was ist denn hier mit den Damen? Die starren ja auch mit in den Nebel. Da kommt Spannung. Spannung? Was? Wo passiert was? Die Bruno 2 Oh, oh, oh! Achtung! Wahnsinn! Glatt verpasst. Heute ein Blockbuster. Ja, ist echt so. Du sagst es. Komm, das ist aber ein schönes, stimmungsvolles Bild.
farblich auch eine sehr schöne Komposition. Oder tun sie die jetzt schon noch? Wenn jetzt kein Nebel, würde ich rüberfliegen und gucken, aber. Versuch den jetzt in Bewegung zu kriegen. Guck mal, da hinten laufen zwei. Da laufen welche übers Wasser. Ach nee, da ist noch eine. Da ist so ein Steg. Da ist noch ein Steg. Jesus. Ja. Drei Jesus. Ja. Susanne schreibt auch, das ist mir jetzt etwas zu viel Bewegung. Wahrscheinlich muss ich jetzt eine Epilepsie-Warnung in den Stream reinpacken bei der Bewegung. Aber guck mal, also das ist doch, guck mal, das ist doch ein schönes Bild hier, oder? Der Buch von der Asuka und dann die beiden Grunos. Du kannst auch gleich durch den Offiziersteg durchgucken, wenn es Mhm. weitergeht. Ja, stimmt. Aber da ist nichts hinter. Rausgucken, ob da auch Nebel ist. Wir können ja mal in den Offizierssteg mal gucken, was da drin so los ist. Das wird ja auf der anderen Seite. Aber jetzt ist ein Buch aufgelegen. Jetzt sind da Leute, die den Leim gleich losmachen. Was das wert? Die fahren jetzt mit dem Schlepper irgendwo zum Mittagstisch. Zum Glück steht hier keine Dönerbude irgendwo in der Nähe. Das hat die nicht. Ja, stimmt. Für uns auch. Jetzt geht der Nebel auf tatsächlich. Naja, warten wir mal ab. Hier war wieder so schnell, war auch wieder. Ja. Aber man sieht das Ball von hier sitzt aus. aber daneben. Ein bisschen siehst du das Heck, kein wenig. Der Guno hilft ihnen. Irgendwas hat die. Die bewegt sich. Guck auf das Fenster, unten links. Ja. Geht los. Da unten, ne? Zur Tür Ja. hin, ne? Ja. Ja. Jana. Oh, endlich, es geht los. Leute, wir haben Bewegung im Spiel. Man müsste es eigentlich sehen können, hier hinten. Da, es ist Bewegung drin, Leute. Also jetzt schnallt euch aber bitte an. Ja, also nicht, dass ihr jetzt vorm Fernseher steht und gleich umkippt. Einschleift. Ja, ich kenne das. Also, ja. Boah, und guck mal, wie die Sicht jetzt ist. Also wirklich, das grenzt schon hier wirklich an eine Sensation. Ja. Ah, die will auch mal einen guten Tag sagen. Die doch mal eine Krabbe. Dann sind sie alle da. Ja, super. Also müssen wir auch noch gleich warten. Das gibt die nächste Pause. Ja, der Puls geht hoch. Leute, der Puls geht hoch. Ich will mal gucken, weil der da gleich fahren muss irgendwann. Der Bäume rausmachen muss. Die Asuka erblickt gleich auch mit ihrem Hintern das Licht der Welt. Bei den Großen hast du es umgekehrt. Könnte jetzt triggern, dass sie gleich noch eine längere Pause machen müssen. Wieso? Die haben neben an der Seite ist so eine Führungsschiene. Das sind 2 Wagen ans Schiff angeschweißt. Die müssen, wenn die komplett draußen ist, wieder abgeschweißt werden. Können Sie auch dran lassen.
Aber es ist immer noch Bewegung drin. Es ist noch Bewegung drin. Ja, wenn ihr mal die Halle als Referenz nehmt, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sich da was bewegt. Pixel für Pixel. Das war bei dem Rennen von Silversea war das auch so. Also nirgendwo Wagen auf so Maschinen drauf, die sind dran geschweißt. Aha. Und fahren das Schiff quasi mit raus dann. Bescheuert, schafft das Schiff doch Die auch müssen dann selber. wieder abgeschweißt. Obwohl, wenn es hier eine Beule kriegt, ist eigentlich nicht so gut. Da kann man ja noch raus und fertig holen. Ja, stimmt. Oh, jetzt hat sie aber richtig Tempo drauf. Oh ja. Natürlich. Bei der Suppe. Konverterplattform. Renate hat sich entschieden, bei diesem atemberaubenden Stream, der niemanden mehr auf den Stühlen hält, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Renate, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Fischmarkt-Mitglied. Also hier schon wieder alle Angst vor haben, dass uns die nachher wieder sabotiert und alles. Ja, es gaben schon wieder. Das ist lustig, dass sie da vorne auf der Schnauze haben und tatsächlich Dixie-Klos stehen. Ach, Honda ist auch eingetrudelt. Parade, Ja, würde mal sagen, genau richtig. Die ersten 3 Stunden vom Stream kannst du getrost streichen. Was? Na, die hat man den richtigen Bug, nicht die Silver-Dinger. Die ist ja verboten. Ja, die war ja asymmetrisch gebaut worden. Als wenn du ein Brett vorgehalten hast und danach sind die dann gebaut worden. Weißt du noch, bei der Silver Nova war das, ne? Silver Nova und Silver. Bei der Silver Nova war das ja tatsächlich, die haben die bis zur Flotte voll, tatsächlich. Oh, guck mal, was hier abgeht. Schlepperballett. Ja, das war Spaß. Was? Wir haben uns alle nur, wir beide haben uns echt wunderbar die Traue genommen. Die musste uns nach Wilhelmshaven geschleppt werden. Nee, hier ist da. 2 Schritte. Warten, bis er ganz raus ist. Der Eva da eingeben, was er gesagt hat. Eine Mitgliedschaft in die Runde schmeißt der Jürgen. Herzlichen Dank, Jürgen. Nein, das Schiff bewegt sich nicht mit der Strömung. Jawohl. Nicht vorhandene Strömung resultiert in nicht vorhandene Bewegung. Auch ein alter Einsteinscher Lehrsatz. 2,49 vom lieben Erhard. Er schreibt, in NRW scheint die Sonne. Ja, die Sonne scheint hier auch, man sieht sie nur nicht. That is the problem. Ah, das Schiff ist schon richtig weit raus jetzt. Ich meine, guck mal. Fast komplett raus. Da hat hier Madame ja wieder den Brüller gebracht damals. Wir standen da oben auf der Plattform. Mama, die hat ja Lippenstift auf. Alle waren so am Grölen und am Lachen. Das ist kein Lippenstift. Das ist der große Mund. Das war schon so gut. Verschwindet wieder. Okay, dann machen wir zwei. Da ist aber ordentlich was los vorne auf der Back. Ja. Machen die denn alle da? Die Aussicht genießen. Ja, was weiß ich. Bald ist das Schiff komplett raus aus dem Dock. Nochmal, die
weil sie auf dem Klo. Ja, das ist auch gut. Unfassbar. Guck mal, da kommt der Sack. Ja, 228 Meter durch den Geburtskanal, das dauert etwas. Das ist so. Ja, und bei Disney hast du das rund. Aber irgendwie, finde ich, hat das Arbeiten hier bei Meier auch was Entspanntes, oder? Meditativ, würde ich es nennen. Also ich meine auch die Jungs auf den Schleppern, also das ist, die kloppen doch bestimmt nebenbei eine Runde Skat. Den musst du gleich Kaffeenachschub bringen, wenn das so weitergeht. Beim Emscherberg, wenn die schon überführt werden, die großen, die Chronophilen liegt dann immer am Tier, die pennen dann alle. Ach ja, stimmt, ja. Mhm. Hatten wir auch schon gehabt, da haben die sich verpennt. Sie kamen nicht aus dem Bett raus. Das war schon geil. Jetzt hat sie es gleich geschafft. Ist doch schon raus. Ja, noch ein bisschen. Da vorne. Jetzt haben wir es gleich. Gleich ist sie raus. Gleich ist ein neues Kreuzfahrtschiff geboren. Ein bisschen nur noch. Nee, das Tau ist ab. Guck mal, das kannst du dazwischen, kannst du das sehen, dass das Tau runterhängt gerade. Das sieht man natürlich nicht. Einfach zurückplatzieren. Natürlich sein, dass sie es rezipieren wollen. Hey, da. Jetzt ziehen sie wieder. Die bewegt sich aber noch. Guck mal, da hinten am Tor. Seid hängt durch. Ja. Syl fragt, ob die beiden Schlepper eine niederländische Flagge haben. Ja, ich glaube, die Grunos sind, glaube ich, alles niederländische Schlepper. Aber warum ist das Seil so locker? Über der weißen Platte. Ja, sie jetzt nur. Bruno will einmal neben die Büsche fahren. Da hinten ist noch eine Einbuchtung. Ja, ich weiß. Das sieht aus, als wenn die in die Büsche fährt. Ich will noch mal Überreste der Friesenbrücke haben sollen. So, ich denke, die werden sie aber gleich mit dem Heck rumziehen, oder? Hoffen wir mal. Ja. Die geht rückwärts, die geht rückwärts. Ja, die ziehen ja nie im Leben so rum. Wenn sie rumgezogen haben, dann hat der Spuk hier endlich ein Ende. Spuk ist das richtige Wort. Wann seid ihr jetzt hier? Spuk. Ja, Huibu, das Schlossgespenst. Huibu, das Meierwerftgespenst. Japan, sagen wir es mal so. Wer kennt Huibu noch? Na, ich schon kalt, ey. Aber das Fell an der Mütze fängt an zu vereinigen. Das ist aber schon mal durch so eine lange Hose. Na, schön. Ja, Training. Ja, ihr müsst noch die Schale Die rein. Auflösung ist sein Schiff. Kein U-Boot, kein Geist. Rätselraten. Jo. So, was machst du jetzt? Willst du hinfahren? Boah, guck mal hier, was für eine Schlepper-Action. Leute, Leute. Guck mal, Drehung auf der Stelle. Das fährt
gleich Schlepperballett. Das ist nah an Fairplay. Ja, das Gespenst mit der rostigen Rasselkette, genau. Hauen die jetzt wieder ab? Ich dachte, die Schlepper ziehen die rum. Gleich. Irgendwann. Ich dachte, macht das hinten fest und zieht rum. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass sie die beiden Waden noch abschweißen müssen. Das dauert noch mal. Und wieso fährt er dann jetzt weg? Ah, vielleicht will sie doch das Gas. Lenkzeit überschritten. Ach, guck mal, das ist ja auch mal ein interessantes Bild. Guck mal. Die stehen von der anderen Seite wohl, die Ja. Bild. Da drüben irgendwo, ne? Irgendwo da hinten. Ja, andere Seite In den Büschen. Nee, da noch rum. Uno ist komplett weg. Genau, jetzt machen sie erstmal Mittag hier. Ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, Da unten, das blaue Männchen da unten. Da unten? Die fährt niemals mit eigener Kraft da rein. Ah. Oder das wäre echt ein neues Bild. Aber ich muss sagen, das Design gefällt mir ganz gut. Das ist ein sehr schönes klassisches Schiff, nicht aufgeregt. Ich mag das mit dem Schornstein oben, mit den Streifen. Auch mit dem Bug her. Ja, also so insgesamt, ganze Schiffsform ist sehr schiffsmäßig. Handliche Größe. Das ist kleine handliche Größe. Ja. Der findet weh. Wie geht das? Wie sieht sie dann im Dunkeln aus? Wie sieht sie dann im Dunkeln aus? Also nicht so beleuchtet, wie wir es von den anderen kennen, die Monate. Ich weiß es nicht. Volker G. ist seit 11 Monaten dabei auf der Speicherstadt. Danke dir. Hast du nicht gesagt, wieso hinten kein Platz wäre für Dixie Chris? Vorne noch. Herrlich. Beide Seiten. Ja. Eulenspiegel sieht nach einem etwas größeren Flusskreuzfahrer aus. Kannst ja mal mit dem Ding über den Rhein schippern. Ja, aktuell geht das hier im Hochbau so. Achtung, Ohren zu halten. Die dürfte. Ich soll jetzt eigentlich mal ein Bild machen. Ja, dann mach doch mal ein Bild. Ja, genau. Steht da jetzt. Ja, ich geh mit. Die steht. Die bewegt sich jetzt erstmal nicht mehr. Ja, genau. So, Schiff ist komplett draußen. Fecker verschenkt noch 5 Mitgliedschaften. Ganz lieben Dank, Fecker. Und Olaf sagt, ein Horn wäre nicht schlecht. Ja, ein Horn, meinte Basti, eben gibt es wohl nicht, weil der Mast noch fehlt, wo auch das Typhon dran gehört. Also insofern wird das, glaube ich, nichts. Das Horn liegt noch am Ausrüstungskrei. Ja, da hinten hat man. Wenn du dich da hinstellst und pustest kräftig, dann könnte es gehen. Horn liegt noch am Lager. Kannst ja rüber. Wird noch bestimmt. Ja. Wieder? Ja, Kaffeepause. 1 Uhr. Das ist sportlich jetzt. Also bis 5 Uhr könntest du im Werfthafen liegen. Aber guck mal, es kommt Qualm aus dem Schornstein. Wow. Maschine läuft. Testfahrt beendet. Wo siehst du denn Qualm aus dem Schorn? Ja, doch, tatsächlich. Ein bisschen.
Doch, da. Gucken wir jetzt, ob die Geht Rohre los. richtig angeschraubt sind. Fährt ab. Schiff fährt ab, wird angefeuert. Jungfernfahrt. Geht gleich durch die Seeschleuse hier durch. 5 € Superchat nochmal von dem Andreas. Ganz lieben Dank. Und hier auf der Seite sehen Sie den Papenburger Hafen. Vorne an und gehen als McDonalds. 16 Frittenmenüs bitte. Könnt ihr liefern? Jetzt stell mal vor, die machen das wirklich, kommen wir mit Wassertaxi da McDonalds. Ach was. Das ist echt cool. Kannst du mit deinem Karren anlegen. Hallo, einmal. Ja, Mensch, ihr Lieben, was meint ihr? Jetzt haben wir so lange durchgehalten, haben das Schiff jetzt endlich mal hier komplett gesehen. Also es scheint jetzt noch mal ein bisschen zu dauern, bis das Schiff sich gedreht hat oder bis es gedreht wird, weil sie das wohl erstmal auf der anderen Seite von so einer Führungsschiene losschweißen müssen. Deine Führungsschiene da. Genau. Ja, Nilsi, das Horn fehlt leider, aber ich muss euch gestehen, so langsam wird es auch etwas frisch hier. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr trotzdem so lange dabei wart, also dass ihr ja, mehr oder weniger diesen Spaß mitgemacht habt, auch wenn es natürlich von der Spannung, sagen wir mal, doch etwas überschaubar gewesen ist. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt dann langsam auch mal den Deckel auf den Topf mache. Dann sage, okay, wir haben das Schiff gesehen. Trotz Nebel. Und vielleicht gibt es ja ein bisschen mehr zu sehen dann bei der Ems-Überführung, wenn da das Wetter mitspielt. Ja, Nilsi sagt auch nochmal, dürfte heute von den Streamzeiten alles übertreffen. Nee, Nilsi, das ist nicht so. Wir hatten also auch schon einen Stream mit über 5 Stunden. Ich glaube, wir sind sogar schon knapp an die 6 Stunden gekommen. Allerdings war da natürlich dann auch viel mehr Action. Also das Ganze mit viel Nebel, ein paar Schleppern und einem halben Kreuzfahrtschiff. Das ist in der Tat Höher als 30, dachtest du? schon ja, sehr, sehr viel. Maschine läuft. Maschine läuft. Geht gleich weiter. Hab ich mir gedacht, dass sie die so rumdrehen. Der Kran hinten bewegt sich auch. Guck dir das mal an. Nebel und andere Seite kein Nebel. Wie geil ist das? Ja, ne? Das ist so geil. Die schieben die jetzt an mit dem Kran. Ich kann direkt die Teile sehen, wo die Friesenbrücke standen. Oh Junge, jetzt muss ich vorsichtig sein. Doch, der Kran. Dass es keinen Ärger gibt? Nee, weil eingeschränkte Sicht. Wegen dem Nebel. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei wart. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn der der Spekulatiusfaktor nicht ganz so hoch war. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei wart. Also in Summe jetzt schon echt abgefahren. Waren die ganze Zeit immer weit über 2000 Zuschauer. Insgesamt haben wir, glaube ich, über 25.000 Zuschauer gehabt. Also von Zahlen her schon echt ein toller Stream. Vielleicht habt ihr Lust, noch mal einen Daumen zu drücken oder eventuell ja auch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal mal eine Runde zu abonnieren. Ansonsten mache ich hier noch mal Werbung für unseren WhatsApp-Kanal. Das heißt, wenn ihr in Zukunft eine Nachricht haben möchtet, sobald sich Livestream-mäßig etwas tut, dann verschicken wir eine Nachricht über den WhatsApp-Kanal. Nicht zu verwechseln mit einer WhatsApp-Gruppe. Also ist nichts, wo jeder schreiben kann. Es ist nur für Ankündigungen. Vielen, vielen Dank auch für eure Unterstützung
in Form von Mitgliedschaften, abgeschlossene, verschenkte. Auch die ganzen Spenden auf YouTube, die sich bei Twitch dann Bits nennen, und auch die ganzen Subs auf Twitch. Herzlichen Dank dafür. Also es war echt wieder sensationell heute. Hat richtig Spaß gemacht, ist ein kleiner Ausflug. Jetzt wird plötzlich die Sicht hier auch noch richtig gut. Also Leute, guckt euch das mal an. Also es wird hier sichtmäßig, wird das hier noch ein richtiger Knaller, ne? Jetzt könnte man wahrscheinlich auch von da hinten, von dem anderen Standort, was sehen. Jutta schreibt, es war doch perfekt. Ja, ja, Jutta, Dankeschön. Alex ist auch seit 7 Monaten dabei und schickt alle ins Wochenende. Siehst du da eine Führerschiene noch dran? Ja, Sicht klart auf. Irgendwie ja. Sicht klart auf. Er hat doch recht. Ich kenne mich aus. Du kennst dich aus, ich merk's. Ja, du bist supi. Ja, ihr Lieben, ob das dann heute Abend noch was mit der Nova wird, da glaube ich noch nicht so ganz dran. Die geht ja, glaube ich, um 18 Uhr raus. Schauen wir einfach mal. Ich werde jetzt einpacken, fahre dann nach Hause und ja, sage erstmal ganz, ganz lieben Dank. Danke natürlich auch für alle Helfer im Hintergrund, unsere Moderatoren, die wieder fleißig unterstützt haben, und natürlich auch nochmal ein Dankeschön an euch alle. In diesem Sinne, macht's gut und dann bis zum nächsten Livestream. Tschüss, ihr Lieben.